ihr Leid. Mal ein bisschen Finger knacken. So. Heute, ihr Leute, geht's rund. Und zwar steht heute an Rüstung farmen. Und Alma hilft mir dabei. Ja, kannst aufhören zu winken. Will nicht aufhören zu winken. Ja, dann brauchst du nicht zu winken. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Rüstung farmen. Ich baue mir eine Otto-Rüstung. Denn die von Quelle finde ich doof. Aber Otto finde ich gut. So, genug dumme Sprüche gemacht. Eine Odogaron-Rüstung, Wächter-Odogaron. Und da müssen wir jetzt halt mal gucken, wie wir das jetzt am besten hinkriegen. Im Moment renne ich natürlich noch mit meiner Low-Rank-Rüstung rum. Wie sich das gehört. So, erstmal ein bisschen farmen. Oh, da fällt mir gerade ein, vielleicht sollte ich mir, bevor ich jetzt hier irgendwie losrenne, einmal in mein Beutelchen ansehen. Der ist eher spärlich, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Wir sind ja noch nicht weit vom Lager weg. Da müssen wir was gegen tun. Und zwar folgendes. Wir füllen ihn auf. Denn wir wollen ja nicht hier irgendwie dumm Zeug machen. Heute wird gekämpft. So. Machen wir Standard-Set. Aber da sind keine Fallen drin. Das ist schlecht. Falle, Falle, Falle. Nicht Fallengerät. Ist egal. Jetzt habe ich es dabei. Wo sind denn die rosa Rauchbomben? Da. Okay, Fallengerät brauche ich nicht. So. Sieht soweit so gut aus. Und damit ich das auch mal mitgenommen habe. Wo ist denn das komische Kaufleisch? Da. Nehmen wir auch mal mit. Werde ich wohl nicht brauchen, aber warum denn nicht? Dann fällt mir noch was ein. Und zwar, wie rufe ich diesen Bildschirm auf, damit ich weggehen kann? Achso, geht gar nicht, weil wir schon in der Quest sind. Hier, Alma. Alma, hör mal zu. Ich will von der Quest zurückkehren. So, haben wir Ast reingemacht. So, das war unsere erste Quest. War die nicht schön? Na, hat's euch auch so Spaß gemacht wie mir? Es gibt sogar Erfahrung. Ja, cool. Für was eigentlich? Für Rüstung wechseln? Nee. Also, Folgendes. Wir bauen uns, oder wir farmen uns heute eine Odogaron-Rüstung. Und dafür machen wir Otto-Quests. Und weil ich diese eine Quest eh noch offen habe, habe ich mir gedacht, komm, ballern wir die dran. Und zwar mit einem Superglück-Gutschein. Ich habe nämlich so viel. So, jetzt gibt das ein bisschen was Schnelleres. So, gucke. Also, weil die Otto-Rüstung, die hat Salve drin. Also nach mehrmaligen Treffern steigt deine Angriffskraft oder so. Was machst denn du hier? Nach mehrmaligen Treffern steigt deine Angriffskraft. Und da ich Lanze spiele und die öfters mehrmals trifft, wenn ich nicht vorbeihaue, dachte ich mir, das könnte doch eigentlich eine coole Idee sein. Zusätzlich, ich muss mir halt 4 Teile davon bauen, denn der Rüstungseffekt abhüpf. Darüber, so irgendwie. Der Rüstungseffekt, komm mal her. Habe ich jetzt bald. Ist halt, dass die Salve noch länger anhält. Und das kann ja wohl irre praktisch sein. So, hab jetzt genug gelabert. Wir wollen jetzt mal den Otto platt machen. Wenn wir ihn finden. Und ich werde es... Bist du ein bisschen verwirrt oder was? Ich werde das so machen, dass sobald ich die Materialien habe, um irgendein Teil zu bauen, werde ich mir das gleich bauen. So.
Au. Otto, ich wollte gerade sagen, Otto sollte eigentlich anfällig sein gegen Lane-Waffe. Habe ich gestern schon festgestellt. Ich habe ihn gestern einmal gemacht und das hat sehr gut funktioniert. Ich könnte mir eigentlich schon ein Rüstungsteil, glaube ich, könnte ich mir schon bauen. Habe ich aber noch nicht gemacht. Weil ich dachte, das machen wir hier im Stream. Weil wir auch was zu tun haben, weißt du? Wo ist er denn? Da drüben. Halt doch die Klappe, ey. Ich werde natürlich versuchen, wie sich das gehört, ihm erstmal einen Schwanz abzuschnippeln. Ah, es ist ja der Aggro, der Junge, ha? Also zuallererst mal soll ich versuchen, von dieser blöden Stufe hier wegzukommen. So, das ist schon mal gut. Ja, Winken brauche ich nicht. Heilung brauche ich, danke. Dann hüpfen wir mal auf ihn drauf. Was? Eigentlich hätte das... Ah, er ist umgefallen. Eigentlich hätte das, dass ich ihn reiten kann. Also nicht reiten, aber weiß, was ich meine. Reiten gibt es in diesem Spiel nicht. Gab es in Wild. Und in Stories. Er ist schon wieder gelähmt. Das ist so geil, hey. So, da haben wir schon mal eine Sehne gekriegt. Sehr schön. Da haben wir noch was. Noch eine Sehne. Ihr seht schon, ich habe schon die Rüstung angepinnt, die ich haben will. Ich habe halt, wie ich ja gestern auch gesagt habe, ich habe meine Hausaufgaben erledigt. Ich habe mir eine Rüstung überlegt, habe mir sie angeguckt. Und habe die dann auch alle schön angepinnt. Wie gesagt, so schwer war es jetzt erstmal nicht. Also ich habe erstmal ein Skill geguckt. Und das war dann halt Otto, okay, also Salve. Und das größere Problem ist, ich brauche 4 Teile. Das 4. Teil von Otto war schon schwer zu finden. Was nehme ich da? Weil, ja, die Skills sind jetzt nicht alle so. Aus den 3 Teilen kann ich mir den Skill bauen, den ich will. Als 4. ja, nehme ich halt, ich glaube, irgendwie was weiß ich was. Das Problem war eher, was nehme ich mir als letztes Rüstungsteil? Und ich glaube, ich tue wieder zu dieser Ketranodon-Rüstung. Die ich jetzt auch anhabe, das Oberteil, die werde ich einfach in High Rank bauen, weil die ist eigentlich voll in Ordnung. So, jetzt müsste ich ihn aber ordentlich reiten können. Mountain. Bam. Halt dein Mount, Junge. So, und ich versuche, den Schwanz platt zu machen. Weil der nämlich schon angeknackt ist, wie man sieht. Ja, komm, ist gut. Hopp. Mach deinen Move, Junge. Sehr schön. Habe ich ihn abgeschnitten? Nee, noch nicht. Ja, das kann ja wohl gar nicht sein. Jetzt ist er ab. Sehr gut. So, dann gucken wir mal. Wie wir jetzt weiter mit diesem guten Mann hier verfahren. Ja, ja, mach mir zu dicke Backen, Junge. Muss ich dir weh machen.
aggro ist er noch nicht, wenn er... Hoppala. Ich wollte gerade sagen, wenn er richtig aggro wird, dann wird es übler. Daneben. So, ja. Uah. Waffenpest an. Gar nicht cool. Willst du noch eine haben? Ja, genau, kannst du führen, Junge. Was ist da wirklich für ein Monster? Ich höre doch da was. Die Kleinen machen so Geräusche. Ich kann fast nicht glauben hier. Na komm. Ja, das ist ein Karton oder so. So, der Otto ist übrigens auf Wasser und Lähmung anfällig. Wie man sehr gut erkennen kann, daran, dass er schon 100 Mal gelähmt war. Ich habe auch noch... Was winkt die denn so? Hallo? Ach so, du hast mir Teile reingelegt, hast du gesagt. Dann werden wir nochmal die Teile angucken. Ja, komm. Nehmen wir mit. Also Knochen nehmen wir mit. Ja, ist klar. Kann ich mal gebrauchen. Ich könnte mal meine Mäntelchen anziehen. Na komm, zieh dein Mäntelchen an. Oh, na komm. Ja, hat der gerade gespuckt oder was? Au. Schon gar nicht mehr, auf wen sie hauen sollen. So. Haut er schon wieder ab, die Lusche. Bleib doch hier. Uah. Ja, bei dem bleibe ich jetzt halt nicht. Der kann hier wegbleiben, das ist mir egal. Da habe ich nichts verloren. Der kann mir. So. Na komm. Ah. Gleich mal ein bisschen nachschleifen. Okay. Zieh mal halt einen Killimantel an. Der andere nicht wirkt. Schon wieder? Hast du mir das erst vorhin gegeben? Junge, du triffst ja genauso wenig wie ich. Kannst du immer wieder erwähnen. Ich glaube, er wird aggro. Auerle. Muss mal mit dem Rücken da irgendwie. So. Meine Katze. Ah, er hat eine Falle gelegt. Ich wollte gerade sagen, meine Katze hat auch eine Lame-Waffe. Uiuiui. Ja, hast du gedacht. So, ich erhoffe mir von einer neuen Rüstung, dass ich nicht mehr ganz so viel nachdingsen muss. Ihr seht ja, nach jedem zweiten Treffer muss ich hier Trank trinken, mein Gott. Gibt Schlimmeres? Ich meine, wie gesagt, das ist halt noch Low-Rank-Rüstung und die noch nicht mal aufgepowert.
Aber, ja, komm, man kann sich's auch unnötig schwer machen. Das Spiel will ja, dass du die Rüstungen baust, also dann werden wir das tun. Fangbar. Ich bin nicht sicher, ob man es fangen soll. Wenn er so macht, dann fangen wir nicht. Ach Gott, bis ich mal eine Falle gefunden habe. Wo ist denn jetzt meine Falle hin? Also, habe ich wirklich gelegt? Okay, da war ich irgendwie nicht vorbereitet. So. So, gefangen. Guck mal hier. Beinschutz kann ich machen. Das ist doch schon mal gut. So, dann pass mal auf. Hier noch ein bisschen was eingesammelt. Hier noch ein Donnerkäfer. Das war's so mehr oder weniger. Wer kommt denn da? So. Ja, Quest sofort beenden. So, guck. Äffchen hochhalten. Alles klar. So. Nummer 1 von vielen Kämpfen gegen den Fuzzi Otto haben wir. Dann gucken wir mal, wie viel das noch werden. Also, was gibt's denn? Teilezerstörer, das kann man gebrauchen. Noch einen Teilezerstörer, kann man alles gebrauchen. Kritischer Status, boah. So. Ich habe ja hier einen Gutschein reingemacht, aber ich glaube, das ist einfach nur, dass das Geld verdoppelt wird. Ja, an Geld mangelt es mir jetzt noch nicht, aber ich habe ja auch noch nicht angefangen, Rüstung zu bauen. Hier habe ich ja nur die Waffen abgegradet und nicht die Rüstung. So, Delle. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen Rüstung gucken, was wir bauen können. Weil ich ja gesagt habe, dass wir uns Rüstungen, die wir machen können, gleich bauen. Achso, ja. Die kann man natürlich nicht im Menü bauen. Da brauchen wir einen Schmied. Oder eine Schmiedin. So, also, ich möchte gern Waffen schmieden. Und zwar von der Wunschliste. So sieht meine Wunschliste derzeit aus. Kranodat. Hoppala. Da bin ich mir noch nicht sicher. Rein theoretisch, wenn ich mir die Alpha-Rüstung hier baue, dann habe ich halt keine Slots. Aber habe dafür noch einen Teilezerstörer drin. Das ist ganz praktisch. Aber ich könnte halt auch die Beta-Rüstung bauen. Dann habe ich einen Dreifach-Slot. Und da könnte ich mir Teilezerstörer reinslotten, zum Beispiel. Oder was anderes. So, aber jetzt fangen wir zuerst mal an. Guck mal hier. Ja, Reißzähne. An Reißzähne wird es hängen, schätze ich. Dann fangen wir mal mit dem Beinschutz an, würde ich sagen, oder? So, Beinschutz gibt göttlicher Segen und Ohrstöpsel. Okay. Achso, ja, die Rüstung wird machen Salve. Volle Power Salve. Und göttlicher Segen, volle Power. Das ist ja mal sehr praktisch. Da habe ich ordentlich was als Verteidigung und ordentlich was als Angriff. So. Was könnte man dann am besten gebrauchen? Erstmal göttlicher Segen für den Anfang, oder? Ohrstöpsel sind wir halt, wie gesagt, nicht so wichtig, aber die... So, dann lassen wir sie jetzt mal ein bisschen werkeln. Einmal pro Stream muss man ja zeigen, wie die was arbeitet. Habe ich so für mich beschlossen. So. Perfekto. Ja, gleich ausrüsten. Ich habe auch, ich glaube, das zeige ich euch besser mal in der normalen Übersicht. Wo finde ich denn ja? Bei niedrigrangig schon mal gar nicht. So, wir gehen mal einfach da durch, bis die Pins kommen. Da. Ich sehe es gerade selbst. Hey. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich immer so eine Mischung aus Männer- und Frauenrüstung habe, aber irgendwie habe ich mir eher so die Frauenrüstung gebaut. Nun ja. So, das habe ich. Anderes kann ich mir noch nicht bauen. Das wird übel werden. Da brauche ich nämlich ein Steinchen, ein Klunkerchen von ihm. Eine Platte habe ich. Und Reißzähne habe ich ja eben 4 gekriegt oder sowas. Daran soll es nicht scheitern. Also eigentlich brauche ich hier nur Reißzähne, aber der Klunker, der kann zum Problem werden. So, dann gucken wir uns auch mal den
das Brustteil an, was ich vorhabe zu bauen. Wo ist es denn? Da. Wie gesagt, ich bin mir da noch nicht... Es wird die männliche Version des Granodat-Sets. Also unbeeindruckt. Ich kann es mal kurz zeigen. Unbeeindruckt. Da. Verhindert, dass du zurückgeworfen wirst. Stolpe wird stattdessen zu einem Rückwurf verringert. Das Schöne an dem ist, ich habe es noch nicht ausprobiert. So richtig. Online. Mit anderen. Das Schöne ist, es gibt ja diesen Skill, dass du online von deinen Mitspielern nicht aus der Combo gerissen werden kannst. Lanze hat ja das riesige Problem, jeder Pups schmeißt dich aus der Combo raus oder hinter dich dran, deine Waffe einzusetzen. Und dafür gibt es jetzt einen Skill. Aber dieser Skill, der macht halt genau dasselbe, zusätzlich aber auch noch verhindert er, dass das Monster mich aus der Combo rausreißt. Und das ist saupraktisch. Doch, ich muss viel husten. Ich habe natürlich ordentlich Fettiges gegessen. Wenn man alt wird, muss man husten davon, weil... Naja. Und das macht es allerdings so, dass ich kriege den Schaden schon noch ab. Deshalb kriege ich als oft nicht mit, dass ich wenig Energie habe. Weil ich das halt nicht merke. Das ist halt so, wie wenn man den Trutzmantel anhat. Heißt doch so, oder? Und der macht mehr oder weniger genau dasselbe. So. Also, ich würde aber vorschlagen... Ja, Teilezerstörer schön und gut. Ich baue mir den und mit... Kann's losgehen? Mit einem Slot. Ach ja, die weibliche Version. Kann es mal zeigen. Ja, die hat so Puffärmel, so. Mag ich nicht, finde ich nicht cool. Die da hat Schulterpolster. Schulterpolster finde ich cool. So, dann bauen wir uns die. Alles klar. Ja, haben wir schon gesehen. Perfekt. Und ziehen das auch gleich an. Jawohl, ja. Ausrüsten. Super. Und da würde ich gerne von der Wunschliste streichen dann. Den braucht man nimmer. So, und wenn wir schon dabei sind, könnte man sie ja eigentlich gleich ein wenig verbessern, oder? Zeig ich mal her. So. Die haben wir schon an, gell? Zeig ich mal her, wie man die, was die kostet zu verbessern. Was hat die eigentlich im Moment? 48 Verteidigung. Junge, das ist mal deutlich mehr als meine 16 oder 26 oder so, die ich hatte. Wie viel habe ich denn jetzt Gesamtverteidigung? Steht das hier irgendwo? Bin ich dumm? Sollte das hier nicht stehen? Gesundheit 150. Wer macht Sachen? Ah, 185 bin ich im Moment bei Verteidigung. Immerhin. Ich bin gestartet mit 169, glaube ich. So, soll man da ein bisschen was investieren? 400 Punkte? Junge, wie viel brauche ich denn da? 6 Stück nur. Und es kostet 7200, da geht mein Geld hin. Komm, dann ballern wir die gleich hoch. Huch, jetzt bald? Gut so. Ja, ja. Dann ballern wir die gleich hoch. Und das andere Rüstungsding auch. Dann brauchen wir uns da schon mal keine Sorgen zu machen. Wo ist es denn? Ist das so weit oben da? So, verbessern. Da brauche ich 7. Ne, 9. Alter Falter, ey, das ist aber viel. Ja, was soll's? Kann's losgehen? Alles klar. Guti. Ausgezeichnete Wahl. Dann gucken wir jetzt mal. Verteidigung schon auf 203. Mir gefällt halt an der Rüstung nicht, dass das komplette Oberteil die Farbe ändert. Ihr seht ja, das ist jetzt halt rosa. Das ändert halt die Farbe abhängig von der Essensgedönse. So, jetzt machen wir natürlich, wie sich das gehört. Yep, gleich noch ein bisschen was rein. Mal gucken, was könnte man denn da Feines reinmachen. Gegenschlag. Ja, nee. Hey, die Angriffskraft, wenn du zurückgeworfen wurdest. Ich werde ja nicht mehr zurückgeworfen, deshalb habe ich ja das Dingens da drin. Höchstmacht, wenn der Ausdauerbalken für eine gewisse Zeit voll ist. Ausdauererholung, ja, das könnte man eigentlich reinmachen. Guck mal da, Teilezerstörer. Könnte ich mir jetzt einfach 2 reinslotten. Für den Anfang erstmal. Später kommt dann wahrscheinlich ja, irgendwas anderes rein. Aber im Moment ballern wir einfach 2 Teilezerstörer rein und gut ist.
Wir gucken uns mal die Skills an, die wir jetzt halt haben. Die werden wohl nicht so mega sein. Super. Im Moment, es ist ja noch in Arbeit, ne? So. Lähmungsangriff Stufe 3. Jawohl. Yeses. Ja, sorry. Kritische... Kommst du her? So, Lähmungsangriff Stufe 3. Kritisches Ziehen. Ja, und kritischer Status. Ja. Was haben wir hier Feines? Offensive Abwehr. Nach der Ausführung eines perfekten Blocks. Ja, das ist sehr wichtig. Achso, das ist meine zweite Waffe. Die habe ich ja gar nicht drin. Zeig mir mal lieber. Ja, was wir hier haben. Unbeeindruckt und Teilezerstörer. Wieso haben wir doch nur Stufe 1? Wo kriege ich ihn insgesamt angezeigt? Weißt du, was hier halt kacke ist, ich kann mir jetzt nicht die Erklärung von der kompletten Liste angucken. Geht halt irgendwie nicht. Oder sehe ich das? Ah, doch, kann ich. Haha, Glück gehabt. Guck mal hier. Göttlicher Segen, Stufe 2 haben wir schon mal. Teilezerstörer, unbeeindruckt. Bombardierer ist halt noch ein Rest von irgendeinem anderen Dingsbums. Ja, auch soweit in Ordnung. Ohrstöpsel. Ja. Mykologie, wo haben wir das her? Ah, das ist mein Amulett. Okay, ich muss ein anderes Amulett, weil ich will doch keine Pilze fressen. Also für dieses Set. Nee, das ist ein bisschen doof. So. Moment. Wir gucken mal, ob wir ein schönes Amulett finden. Ich hätte ja gern ein offensive Abwehr-Amulett. Ausrüstung ändern. Habe ich ein... Na, das ist der Mantel. Habe ich ein offensives Abwehr-Amulett? Konstitution, unbeeindruckt, Feuerwiderstand. Es gibt kein offensives Abwehr-Amulett? Sicher? Soll ich mal gucken? Wollen wir eins bauen? Na, komm mal her. Frau Schmiedin. All you need is Schmied. Talisman schmieden. So. Ja. Konstitution könnte ich mir noch anziehen. Das ist eigentlich recht praktisch. Macht, dass du weniger Ausdauer verbrauchst beim Blocken und so. Ich könnte mir auch noch... Ah, guck mal. Ach, das kann ich nicht bauen. Ah. So. Unbeeindruckt. Das ist alles Quark. Oh, es scheint kein offensives Abwehrdingens zu geben. Aber ich habe gesehen, ein Konstitutions-Talisman-Gedönse habe ich. Warum habe ich denn das eben nicht gesehen? Keine Ahnung. Da. Ja, mal gucken, dass Konstitution auch blocken bestimmten anderen Aktionen. Ja. So. Gut. Ja, kannst rausgehen. Das Zeug, was ich einstecken habe, ist soweit in Ordnung. So, jetzt könnte ich die Quest natürlich nochmal machen. Ich gehe erstmal in... Das waren die Ruinen, gell? Ich gehe erstmal dahin. Komm, dann gehen wir gleich nach Sil, gucken wir uns da ein bisschen um. Und dann gucke ich mal, ob da auch vielleicht so ein Otto rumrennt. Kann ja sein. Dann muss ich schon immer die eine selbe Quest machen. Wobei, die war eigentlich recht einfach. Ich glaube, der hatte wenig HP oder so. So. Hallo, du da? Hallo, du da. Renn heißt der. Wo rennt er denn hin? Schlafkraut, Siltbaumwolle, habe ich alles nicht. Eine Reife. Wir sehen uns. Ja. Vielleicht. Und was bist du für ein Kapuzenmännel? Gar kein Kapuzenmännel. Ja, keiner will irgendwie mit mir reden. Ja, Pech gehabt. Dann gucken wir mal, was da draußen so los ist. Da ist ein Otto. Bedrohungsgrad 3, aber der ist nur noch 2 Minuten da. Gibt es irgendwie noch ein Otto irgendwo? Was ist das dann? Xuvu oder Wuxu oder wie der heißt? Ja, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ja, komm, wir versuchen es mal bei dem Otto. Vielleicht bleibt er ja da. Wenn wir nur ordentlich auf ihn draufkloppen. So.
ist denn mein grünes Mäntelchen? Nicht der Gillimantel. Der Heilmantel. Miau. Da. Die Laterne nehmen wir schon mit. Vielleicht kriegen wir irgendwann... So. Ist er schon wieder verwirrt oder was? Junge, du rennst irgendwie nur im Kreis, habe ich so das Gefühl. Ah ja, okay. So langsam wird's. Oh, ich glaube, das war zu früh. Dann habe ich zu früh den Mantel angezogen, naja. So. Aua. Hast du was am Näschen, glaube ich, kann das sein? Steht da mal draufhauen? So. Bisschen auftanken. Ja, rennen die hier rum. Bisschen nachschleifen. Ein bisschen Blitzfliegen machen. Ein bisschen Rodeo machen. So, jetzt aufpassen. Denn jetzt werde ich an den Schwanz hacken. Ich werde ihm an den Schwanz kacken. Von mir aus kacke ich ihm an den Schwanz. So. Ja, komm, hör auf hier rumzuschleichen und hau mich oder so. Damit ich traust. Traut er sich nicht, ne? Hey, was geht denn hier? Wo kommt denn der her? Alter Rathalos, lass uns in Ruhe. Wir haben hier zu tun, siehst du das nicht? Finde ich gut, dass der sich jetzt verkrümelt hat. So. Wo muss ich denn hin? Ach, da runter irgendwo. Warte mal, was ist das da? Ein Pfeffernmünze. Ja, geil, nehme ich natürlich mit. Nimm alles mit, was das Monster zurückgelassen hat. So. Noch ein
Kleine Ration eingeworfen. Vielleicht noch einen kleinen Trank getrunken. Und dann ein bisschen Gas gegeben. Schwere Abtrennkapsel habe ich, okay. So, kämpfen sie jetzt trotzdem, oder was? Ja, komm her. Immer auf den Schwanz. Oh, ich Drachenkack an mir, ja. Der Drachenkack ist gleich weg, und zwar jetzt. Ah! Wieder Drachenkack an mir, ist ja Wahnsinn. Rein haben. Scheint dir gefallen zu haben. So. Irgendwie paniert der mich gerade ein bisschen mehr als der andere vorhin. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen unachtsam. Definitiv bin ich ein bisschen unachtsamer. So. So. Ist der gute Mann jetzt endlich fertig hier? Kann ich jetzt wieder zurückhauen, ja? Der wird doch nicht rumkommen oder was? Aua. Sorry. Ich bin ins Auge gehen, ne? So. Wie? Ich habe gerade einen Stein gekriegt. Habe ich das richtig gesehen? Also das rareste Item, was er gerade hat, oder wie? So, wo ist denn der Schweif? Das ist kein Schweif. Wo ist denn der Schweif? Der ist aber auch mal wieder gut getarnt. Hier, schenke ich euch. Mal her. Ein bisschen Spaß muss man haben, oder? Oh, wo kommt denn der her? Hört mal auf, euch so schnell zu bewegen. Das kann ich ja gar nicht leiden. Ich werde von den kleinen Viechers hier fertig gemacht. Wahnsinn. Weg da. Stirb doch endlich, Mann. Ist der vielleicht schon tot? Nee. So, ich habe immer noch nicht den Schweif. Komm mal her. Ah ja, okay. Ich muss auf der Karte gucken, wo der liegt. Ich sehe ihn nicht. Da irgendwo? Ah? Du Scheiße.
Wie soll man denn den hier erkennen? So, Schwanz gekriegt. Wer hätte das gedacht? So. So, jetzt müssten wir aber hier irgendwo, so langsam, ernsthaft jetzt, eben da hinten hat. Was ist denn da ein Problem, Junge? Das Schöne ist, ich habe jetzt ein Ohrstöpsel drin. Es reicht natürlich nicht, um sein Gebrüll abzuwehren, aber ich bin auch nicht mehr so lang benommen von Gebrüll. Der hat diese kleinen Wächterlis da bekämpft. Ja, zu Recht, die habe ich vorhin auch bekämpft. Neue Vorräte. Hey, du Sau. Ah. Ja, ja. Ah, sorry, mich hat's die ganze Zeit an der Backe gejuckt. Ja, das war meine mega Ausrede, weil es mich an der Backe gejuckt hat. Guck mal darüber, hier ist eine Falle. Genau hier. So. Ja. Da drüben ist noch ein bisschen Händchen kaputt. Das tut mir aber leid. Sag mal. Danke. So, komm mal her. Ein bisschen durchschalten. Wir könnten auch einfach gleich noch schleifen, wenn wir eh schon hier sind. Ja. Ich finde, das ist ja cheaten, was ich hier mache. Also ganz im Ernst. Komm mal her. Komm hierher zu mir. Ja, jetzt ist die Kröte nicht mehr da. Ach, Mann. So. Haut er ab, ja. Und er ist fangbar. Ich muss da mal kurz was gucken. Ich habe mir nicht zufällig Fassbomben mitgenommen. Nee. Schade. Sonst hätte ich ihn jetzt halt nicht gefangen. Aber so fange ich ihn. Wenn ich noch Sachen habe. Ja.
Wenn mein Fuzzi-Vieh die Spur aufnehmen kann. Ich bin da selbst zu doof dafür. Deshalb bin ich ja froh, dass ich das Fuzzi-Vieh habe. Auch wenn er irgendwie mich verwirrt. So. So. Also gut. Ja, der wollte ja nicht pennen. Ich dachte, der geht jetzt in Ruhe pennen oder so, aber wenn der nicht sich hinlegen will, hat er Pech gehabt. So. Schuppe, noch ein Reißzahn. Hab komm, einen Reißzahn noch. Ja, vielleicht am Schluss. In der Quest dann. Ist hier noch irgendwie was Cooles? Dumm. Dumm ist dumm. So. Ach, guck mal da. Na komm. Die Megawatt-Schnecke brauche ich nicht mehr. Die habe ich. Die war gestern hier. Und heute auch, wie man sieht. Das da links ist eine Megawatt-Schnecke. Das da oben ist eine kleine Schnecke. Oh, hahaha, guckt euch das an. Moment, Belohnung angucken. Ein Vulkanstein. Wer macht denn da dumm Zeug? Eine Vulkanplatte. Reißzahn, der eine, der mir noch gefehlt hat. Ey, ich glaube, ich kann mir jetzt wirklich alles bauen nach nur ein paar Monstern. So, was gibt's denn Feines? Betäubungswider Konstitution. Sehr schön. Ausweichdistanz bin ich nicht so Fan davon. Also für Lanze in dem Fall. Für andere Waffen ist das bestimmt super. Da ist das super. So, Jägerrang hat sich verbessert. Palico kriegt auch ein bisschen Update. Sehr schön. Ach so, ja. Komm mal her. Dann sammeln wir die, ne? Zack. Ja, Megawatt-Schnecke. Wenn ich das richtig gesehen habe, war da noch eine. Die Wyvern-Milch scheint willkürlich an verschiedenen Orten So. aufzutreten. Ich habe übrigens gestern ein Sandwusel gefangen. Das ist die letzte Aufgabe von Daril und Samin heißt, glaube ich, der andere. Und da ist dann halt die letzte Aufgabe ein Sandwusel fangen. Den habe ich übrigens gefangen. Off-Screen sozusagen. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, wie hat er denn das gemacht? Der geile Stecher. Ja, das kann ich euch sagen, ihr Leute. Ich habe ein Video dazu gemacht. Ein kleines Short, wo ich das erkläre. An solchen Orten fühle ich mich immer wieder. Ein bisschen viel gerade, oder? Einfach mal mitten rein. Es trifft immer den richtigen. So einfach ist das.
Du willst auch nochmal, ja? Kleiner Stinkbock. Was war denn das da? Willst du mich hauen oder was? Kommt denn da oben angewackelt? Oh, da war irgendwas Rotes. Einen haben wir noch. Und der ist sogar aggro, die Sau. So. Eine ganze Rotte ausgelöscht, jawohl. Das macht gar nichts. Hallo, wo kommst denn du her? Bist du jetzt abgehauen oder was? So. Und da noch. Das war's, glaube ich. Den Honig da hinten, den habe ich gesehen. Den nehme ich mir natürlich mit. Hier könnte man durchgehen. So. Zack ab. Trägt diese Kreatur etwas bei sich? Trümmerlücke, Lager entdeckt. Ja, macht sie. Was meinst du, ist das? Ah, Sieht ziemlich alt Glühbirnenmünze. aus. Schön. So, ja, wo waren wir denn? Ja, ich habe einen Sandwusel. Gibt's natürlich in der Ebene. Gibt's auch nur nachts. Ist so ein kleines blaues Ding. Meine Freundin hat mir von dem Pikachu erzählt. Und ich dachte mir, was will sie denn mit Pikachu, hä? Ja, das hat sie gemeint. Die hat schon vor Ewigkeiten dieses Vieh gefunden und gefangen. Und das ist mal richtig krass, weil das ist gar nicht mal so einfach zu fangen. Also so offensichtlich. Weil das ist halt schnell und es haut ab, wenn du in die Nähe kommst. Und bei mir ist es immer, mein Fangnetz ist es immer ausgewichen. Du schießt also und dann ist das Vieh so daneben, hahaha, weißt du? Ja, gibt da halt einen Trick. Der Trick lautet runterhüpfen. Nee, der Trick lautet Schallbombe. Das ist der Megatrick. Wie gesagt, guckt mal auf meinem Kanal in den Shorts. Da gibt es ein Video, das lautet, wie man einen Sandfurz fängt. Nee, nicht Sandfurz. Sandwusel. Jetzt habe ich's. Nicht wie man Wuselfutz fängt. Da müsst ihr Froni fragen. So. Und das Ding heißt auf Englisch Sandstar. Deshalb war ich gerade von Sandschutz irgendwie. Colonel Sandfurz. So. Ja, komm. Reicht auch, finde ich. So. Machen wir Basislager hier. Dann gucken wir mal, wie es aussieht mit Rüstung weiterbauen. Wenn am Ende noch was übrig ist, würde ich auch gerne meine Waffe upgraden. Ja, komm, Mädel. Ja. Ran an die Arbeit, Mädel. Rüstung natürlich. Und dann, hoppala, hätte ich gerne... ja, okay, dann hat so... Ist schon wieder falsch, ne? So, guck mal, ich kann wirklich alles... Ich habe von diesem einen habe ich 2 Steine gekriegt. Mann, ey. Ob meine Freundin nicht hören, wird sie wieder eifersüchtig. So. Moment. 1, 2, 3, 4. Ja, nee, alles klar. Für die Maske habe ich mich für die Frauenversion entschieden, die da so aussieht. Die Männer... Ich krieg da jedes Mal die Krise. Pass auf. Folgendes kann ich euch mal erklären, wo ich gerade die Krise kriege. Mit dem rechten Stick, links, rechts, dreht die Figur. Aber sobald du nur ein bisschen nach oben bist, dann rennt das hier bis ans Ende der was weiß ich was. Man kann das Ganze ausschalten, indem man sagt, rechter Stick steuert nur das Modell. So, da kannst du auch reinzoomen. Das hält aber nur so lange, bis du aus dem Menü rausgehst. Also, ist mal wieder
Capcom at its best, kann ich dann nur sagen. So, jetzt lass mich doch mal mein Zeug hier bauen. Da. So, Männermaske sieht so aus. Ja, sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Also nehmen wir die da. Kann's losgehen? Bauen die auch schön. Alles klar. Ja, haben wir schon gesehen, wie sie was baut. So. Wunderbar. Hause dran. Und dann geht's weiter. Die Handschuhe Alpha. Warum? Ah, weil Salve und göttlicher Segen. Was hätte das noch? Das hätte Salve und Ohrstöpsel gehabt. Auf die Ohrstöpsel kann ich verzichten. Ich habe ein Schild. Da kann ich die meisten Schreie oder eigentlich fast alle Schreie ablocken, außer die von hinten kommen. Hinten habe ich kein Schild. Ich habe keinen gepanzerten Hintern. Aber naja. So. Dann basteln wir das da. Alles klar. Perfekt. Perfekt. Auch hier habe ich mich für die Frauenversion entschieden. Warum kann ich gar nicht mal genau sagen. Also ich kann sie mal zeigen. Ja, jetzt ist wieder umgestellt. Ich war wieder aus dem Menü draußen. Wunderbar. Rechter Stick steuert Modell bitte, danke. Wo waren wir denn? Wächter... Da. Das ist die Frauenversion. Minus den Ball. Also die hat eher so schlankere Arme. Die Männerversion hat eine größere Knarre drauf und so. Und noch Zacken am rechten Arm, den man eh nicht sieht, weil ich da ja mal ein Schild habe. Ich weiß ja, die Frauenversion macht einen schlanken Fuß, fand ich so. Machen wir lieber die. So, jetzt hat... Tatsächlich können wir wirklich alles bauen. Dann habe ich... So, auch hier wieder Frauenversion. Hat hier hinten schöne Wedeltücher und die schöneren Hosen. Die Männer sind so Pumperhosen. Ah ne, warte mal, das ist ja der Korb. Der Männerbereich hier, der hat... Ja, nee, ich mag ja, wenn es wedelt. Gut Bin ich so. großer Fan vom Wedeln. Alles klar. Perfekt. So. Ja. Okay, ausrüsten. Und dann kann man euch aber nochmal die Hose zeigen. Hier, das ist das, was ich mit Pumperhose meine. Ja, ja, geht halt, ne? Frau-Version, zeigt ein bisschen Haut, passt. Eigentlich sieht es einfach nur aus, als wären das quasi die gleichen Hosen, nur haben die Männer noch so diese Pumperbeine da drüber und die Frauen nicht. Nun ja. So viel dann zu meiner Rüstung. Ausgezeichnet. So, wir gucken uns mal an. Wunderhübsch sehen wir aus. Mit Hundeschnute. Lass mal gucken, was wir haben. Lähmungsangriff. Da unten Salve auf Stufe 5 von 5. Wahnsinn. Göttlicher Segen, Stufe 3 von 3. Teilezerstörer 2. Die habe ich mir, glaube ich, reingeslottet, soweit ich weiß. Unbeeindruckt, Stufe 2 reicht mir ja auch. Konstitution Stufe 1 und Ohrstöpsel Stufe 1. Ohrstöpsel nehmen wir halt mit. Was nicht so gut aussieht, ist mein Verteidigungsstatus, wie man sieht. -4 Feuer, -14 Wasser. Donner -8, Eis -10. Das einzige Drachen 16. Kann eventuell praktisch sein gegen große Drachenälteste. Gibt es hier Drachenälteste? Weiß ich gar nicht. Wird man dann sehen. So. Taschin lädt mich zum Essen ein. In Sylt. Ja, da gehen wir doch gern hin. Mit meiner schönen neuen Rüstung. Wo ist denn Sylt? Suja? Ne, warte mal. Sylt ist doch hier, oder? Also da, wo ich bin. Ja, klar. Komm. Da hätten wir jetzt einfach die Treppe da runterlaufen müssen. Bin ich so faul. Wenn ich fliegen kann. So. Wo ist er? Taschin. Tashi. Wahrscheinlich steht er wieder da oben oder hinten. Da hinten stand einer. Da sitzt er. Gucke. Hallo Taschin. Jo. Wie wär's mit einer guten Mahlzeit? Ich glaube, der da. Den muss ich mir nochmal genauer angucken. Was haben wir denn? Fangexperten-Mahlzeit, sicherer und Schneid. Wahnsinn. So. Weiße Tomaten, ordentlich Knoblauch, jawohl. Bisschen Salat dazu. Junge, bin ich müde. Ja, ein bisschen Mate trinken hier.
Ah, leck er. So, warum ich mir diesen einen Kompagnon da mal angucken will? Komm jederzeit wieder. Ja. Wo ist er denn hin? Warst du das? Kann man dich anreden? Der junge Mann. Weil ich habe meine Freundin gesagt, wer ihr Lieblingscharakter ist, weißt du? Und sie hat gesagt, irgendein Sammler, nee, einer der, jetzt mach doch mal einen blöden Ort auf. Einen, mit dem du tauschen kannst. In Silt irgendwo. Keine Ahnung. Finde ich gerade nicht, weil sie alle schlafen. Und meine Lieblingscharakterin, komm, kann ich auch mal einfach mal zeigen. Meine Lieblingscharakterin ist hier in Suja, ne? Und zwar ist es nämlich so, dass ich auf große Mädels stehe. Also nicht, dass ich sage, aber hat durchaus was. Und da bleibe natürlich auf große, starke Frauen stehe ich. Hier, das da, das ist mein Mädel. Die mag ich. Appa heißt die. Guck mal, diesmal. Die ist ja irgendwie zweimal so groß wie ich. So, Appa, hör mal zu. So, lass mal unter deinen Hut gucken hier. Ist das überhaupt eine Frau? Schon, oder? Ja, wenn es ein Mann ist, dann ist es halt ein hübscher Mann. Das ist mir egal. Dann ist es halt ein hübscher Mann. So, hast du da? Eine Wyvernschuppenvase. Okay, danke. Nehme ich mit. So, wie geht's dir eigentlich so? Du trägst ein Relikt auf dem Rücken und doch hast du bewiesen, dass dein Herz ungetrübt ist. Es entfacht eine feurige Leidenschaft in meinem Herzen. Sie mag mich auch. Gib auf mich Acht. Also sie hat mal eine weibliche Stimme, dann wird es ein Mädel sein. Kann trotzdem ein Mann sein. Dann ist es trotzdem ein schöner Mann. Entweder ist es eine schöne Frau oder ein schöner Mann. Eins von beiden. Hauptsache schön. So. Ich würde gern zum Schmied gehen und jetzt... Ich will noch mal gucken, ob noch ein bisschen was übrig ist, um meine Waffe aufzupowern. So. Schmiedin. Hallo. Ran an die Arbeit, Mädel. Zeig mal her. Ist noch was übrig für meine Waffe? Also erstmal hier nicht. Wächter Vulkan. Was brauche ich? Ich brauche noch 4 Klauen. Ja, würde ich mir schon dazu holen, oder? Aber so gut ist das eigentlich auch nicht. Im Moment nicht. Ja. Okay. So, im Moment habe ich nur 140 Angriff mit dem Ding. Und danach hat es 170. Das ist jetzt gar nicht mal so viel. Drachen wird ordentlich mehr, ja, aber die Schärfe wird irgendwie auch nicht mehr. Ist jetzt nicht so die Mega-Drachenwaffe, stelle ich gerade fest. Was macht denn Arkwelt? Ja, Arkwelt... Man hat jetzt schon 170. Und dann 210. Wie jetzt? Wächterpelz. Plus, also. Dosha Düsterbohrer habe ich noch nicht. Ratalos habe ich ja gestern bekämpft. So, wir werden auf jeden Fall erstmal die Rüstung verbessern hier. Damit wir da ordentlich Fett auf die Kette kriegen. So. Kann's losgehen? Jawohl, ja. So, von 48 auf 54. Und hier genauso wie... Achso, ist schon, okay. Ja, dann gehen wir mal so langsam meine Rüstkugeln zur Neige. Meine Dreier-Rüstkugeln. Macht ja aber nichts. So, und als letztes die Kopfrüstung verbessern. So. Gut so. Ich glaube, das war's, oder? Die andere Rüstungsteil müsste komplett gut sein. Wo ist es denn? Da. Ja, die ist auf Maximum. Da muss ich mir auch eventuell noch was überlegen. Einen besonderen Wunsch? Was genau
ich will. So, jetzt lass mal gucken. Göttlicher Segen. Verringert den erlittenen Schaden um 50%, wenn aktiv. Ist halt nicht immer, ist halt manchmal. Ist feine Sache, aber hier. Kontinuierliche Treffer erhöhen allmählich Angriff und Elementangriff. Das Ausmaß ist abhängig von der Waffe. Der Effekt ab dem 5. Treffer wird zusätzlich sehr deutlich verstärkt. Also auf Stufe 5. Auf Stufe 1 ist es halt, ja, ein bisschen. Ab dem 5. Treffer wird ein bisschen verstärkt, dann etwas, dann ein bisschen weiter, dann deutlich und jetzt hier sehr deutlich. Göttlicher Segen habe ich, glaube ich, gerade vorgelesen. Teilezerstörer auf Level 2. Ich glaube, das habe ich mir reingeslottet. Slotten muss ich noch. Unbeeindruckt ist halt, dass ich jetzt aus der Combo geworfen werde. Praktisch eigentlich. Da könnte man noch ein bisschen was gucken. Erhöht ein bisschen den Ausdauerverbrauch. Verringert den Ausdauerverbrauch. Ohrstöpsel ist halt so ein Abfallding. Nehme ich halt mit. Wenn ich das Gebrüll nicht blocken kann, dann ist es wenigstens nicht so lang. Und jetzt hier Odagaron macht. Verlängert die Dauer der Salvefähigkeit in hohem Maße. Angriff plus 10, wenn Salve aktiv ist. Also wenn es das einfach nur verlängern würde in hohem Maße, das wäre mir egal. So oft, wo ich 5 Treffer lande, das ist einmal mal eine Dreier-Kombo und danach noch den 4. neuen Stoß, was auch nochmal 3 sind. Dann habe ich 6 Stück, das heißt alle 5 Sekunden oder was. Aber du kriegst halt noch 10 Angriff dazu. Und das ist schon mal richtig cool. Deshalb dachte ich mir, ja, passt schon so, ne? So. Genau. Jetzt will ich noch... Da ist doch mein Zelt, oder? Sehe ich das richtig? Komm, wir gehen erstmal bei Natter vorbeigucken. So, Tauschhandel. Goldschmelzticket. Nachtblumenpollen. Habe ich letztens eine gefunden im Dschungel. Und zwar ganz oben, wo man die dicken Brocken angeln kann. Wenn man da runter geht, da stand eine. Und die stand da nachts. Wusste geil, dass das Ding so selten ist. Ich habe es halt einfach mitgenommen. So, Laterne gegen Knoblauch. Und Westbeut-Panzer brauche ich nicht. Was hat denn der Rocco? Der Rocco wird mir Wüvermünzen geben. Boah. Hat dran, hat was? Gefleckte Gifthaut, machtsam gegerbtes Azurleder habe ich aber auch schon. Ein Giftbeutel. Doggart hat Schlammgarnelen. Auch nicht so unbedingt das, was ich gerade suche. Was ich suche ist... Ich suche, es gibt Todesgestanktuch oder sowas. Ah, finsteres Tuch, genau. War das, was ich suche? Aber da brauche ich eine große Windalö. Ja, es heißt Aloe. Mir doch egal, steht Alö. So wie es bei mir auch den Namen Zoe nicht gibt. Sie heißt Zö. Ja, nee, lass die Leute heißen, wie sie wollen. Hier, Rex, alles klar? Grüß dich, dir scheint's gut zu gehen. Hast du eine Nachricht für Fabius? Was? Du möchtest mit mir reden? Ich verstehe. Dann lass mich dir von Fabius größten Erfolgen berichten. Ja, dann mach mal. So, wir wollen noch ein bisschen slotten und dann machen wir den einfach nochmal. Weil ich gerade Bock drauf habe. So. Erstmal Objekte senden. Ich muss mal ein bisschen Zeug auslagern hier. Ja, guck mal hier, das Kauzeug habe ich gar nicht gebraucht. Und das brauche ich eigentlich auch nicht. Slotten geht hier. So. Fangen wir da mal an. Nein. Das Zerstörerjuwel macht was? Teilezerstörer, aha. Und da ist noch ein Teilezerstörer drin, weil ich nicht wusste, was ich reinmachen soll. Da habe ich hier einen Einser. Gucken wir mal, was wir haben. Holix plus Konstitution ist ein Einser. Komm, das machen wir rein, oder? So. Da haben wir Zweier. Gegenschlag, Höchstmacht. Affinität, wenn Ausdauerbalken für eine bestimmte Zeit voll ist. Ja. Ist in Ordnung. Das Problem bei mir ist halt, ich blocke halt dauernd. Das könnte man noch reinmachen. Beschleunigt die Ausdauerregeneration, aber.
Schleichangriff, Unverwundbarkeit, Ausweichdistanz, Verteidigungsboost. Noch ein bisschen Verteidigung dazu. Göttlicher Segen brauchen wir nicht. Haben wir volle Power. Ich guck mal. Teilezerstörer habe ich wo drinnen. Hier hätten wir noch einen Teilezerstörer. Der ist in... Ah ja, das Rüstungsteil, was ich gerade anhab. Ja. Lass mal das auch mal. Schockabsorber. Da. Deaktiviert Schadensreaktionen, wenn du einen Freund triffst oder wenn ein Freund dich trifft. Das ist immer schön. Brauche ich nicht. So. Drachenwiderstand. Gift, Lame. Blutung, ja. Gestankswiderstand. Das könnte ich gebrauchen manchmal. Müsste ich nicht mehr so oft duschen. Das wäre fein. Wo sind denn meine Angriff-Dinger? Ich weiß genau, dass ich zwei Angriff-Dinger habe. Ach, die sind in einer Lanze drin, soweit ich weiß. Kann ich die dann nicht nehmen? Oder kann ich die erst gar nicht in die Rüstung reinmachen, weil es ein... komisch. Ja, was soll ich denn da nehmen? Pass auf, weil ich halt einfach nicht weiß, was ich nehmen soll. Ja, komm, ich könnte mir jetzt halt da Wasser... Komm mal her. Drachen... Göttlicher Segen. Ich habe gar keinen Wasserwiderstand. Siehst du, ich hätte Eiswiderstand. Was macht das? +6. Und Donnerwiderstand. Feuerwiderstand, aber kein Wasser. Interessant. Drachenwiderstand brauche ich jetzt wirklich nicht mehr. Ja, dann mache ich hier das da. Reduziert den Ausdauerverbrauch. Ballern wir halt einfach da in den Zweier-Slot rein. Weißt du, ich weiß halt nicht, was ich reinmachen soll. Haben wir noch irgendwie sowas? Ich brauche einfach mehr Dekos. Ausdauererholung. Hatte ich das nicht gerade? Wieso ist denn das jetzt... Das habe ich doch aber. Moment. Was ist der Unterschied zwischen Ausdauererholung und dem da? Ach, das ist Konstitution. Und das da ist auch Konstitution. Okay, komm, Ausdauererholung rein. So. Warte mal, dann guck mal jetzt. Kann ich das hier ansehen? Nee, warum? Warum auch? So. Dann gucken wir mal bei unserer Ausrüstung hier. Was haben wir denn Feines? Lähmungsangriff, kritisches 10, kritischer Status, Salve voll, Konstitution immerhin auf 3. Göttlicher Segen voll, Teilezerstörer auf 2, unbeeindruckt 2, das ist ganz normal. Ausdauererholung immerhin Stufe 1, ja. Sieht doch gut aus, ne? Und das war's soweit. Wieso habe ich denn so hohe Drachenabwehr? Ah, weil ich im Moment gerade was gefuttert habe. So. Da fällt mir ja gerade etwas ein, was mich schon länger nervt. Moment, du bist ein Mann, oder? Ja, das ist ein Mann. Ne? Was auch immer kommen mag, es wird ebenfalls auf derselben Zeitebene existieren. Hast du wieder gekifft oder was? Oh, guck mal da ist Nietzsche. Ja, existier du mal auf einer anderen Zeitebene. Nicht auf der, wo ich gerade Nietzsche streicheln will. Streicheln! Ah, eine Nullbeere gekriegt. So. Ich will eigentlich was gucken, und zwar diese Fliegeviecher da. Was haben denn die für Resistenzen? Feuer und Donner, ja, das ist schlecht. Ich habe da nämlich noch eine offene Quest. Und die wollte ich jetzt halt gucken.
Warte mal. Oh ja, stimmt. Ein Xuvu. Gibt's nicht irgendjemand, der gegen Donner irgendwie... gegen Drache oder so? Eis. Ich habe keine Eiswaffe. Den mache ich noch nicht. Hebe ich mir noch auf. Ich bräuchte doch einfach nur ein Monster. Wogegen Drache. Jetzt habe ich so eine schöne... Ja, komm. Wir machen den jetzt einfach nochmal. Wir machen den jetzt einfach nochmal. Wo ist denn mein Häuselein? Ah. Wir machen jetzt einfach nochmal den Wächter-Fuzzi da. Wo ist Alma? Na? Alma? Hast du einfach abgehauen? Hast du Alma gesehen? Ah, da unten rennt sie rum. Hey, Alma, hör mal zu. Ich habe Arbeit für dich. Komm mal her. Ja, mir geht's gut. Ich will was arbeiten. So wie du arbeitest, machen andere Leute Urlaub hier. Felderkundungsverlauf. Guck mal hier. Den pinnen wir einfach an. Den kaufen wir uns, ne? Als Untersuchung und machen den jetzt halt als Untersuchung. So sieht's nämlich aus. So. Annehmen und aufbrechen. Gib ihm. So. Weil da kriegt man ein paar Amulette mehr. Und mit ein bisschen Glück, ich glaube 4 Krallen oder so brauche ich noch, damit ich meine Drachenlanze aufpowern kann. Auf eine Jagd ohne böse Überraschungen. Hast du eine Ahnung? Ja, ja. So. Hui. So, jetzt darfst du hinrennen, wo du hin willst. Kann ich mal so weit weg. Junge, der ist hier immer verwirrt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja, ich komme mit der Kamera. Ich glaube, ich lasse die Kamera einfach jetzt, wie sie ist. Er ist mir hier zu verwirrt. Ach, das Level mit der schönen Musik, ja. Wo rennt er denn jetzt hin? Da ist er. Das wird eng. Ja, ich hab gesagt, ich brauche kein Antibrüllgedönse. Auerle. Guck mal oben auf meine Energieleiste. Ich habe Dingens drin. Wie heißt das? Sofern ein Monster eine Attacke macht, wo ich mit einem Schlag, also wenn ich noch über dem gelben Balken bin, rechts davon, und das macht eine Attacke, dass es dann alles weg wäre, dann überlebe ich gerade so. Was ich da mache, ist halt gerade mal dumm. Aber dafür bin ich bekannt. So. Hier rumzubrüllen, Junge. Kann wir gar nicht haben. Aua. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mehr Energie verliere als vorhin. So.
So. Jetzt geht's auf den Hawaii. Schon wieder eingebuddelt, der Lule. Und wieder der blöde Drachenrathalos. Drachenrathalos. Genau, kämpft ihr beiden mal ein bisschen miteinander. Das wäre ihre praktisch. Kann ich nämlich hier in Ruhe schleifen. Ja, hat nicht so gut funktioniert, mein Plan. Das war hier Rathalos. Der ist ja riesig, kann das sein? Ja, ja. Ich weiß doch. Ich weiß doch. So, das muss ich mitnehmen. So. Heilen könnte man sich mal. Alles klar. Und Pferdchen, komm her. Wir wollen vorwärts kommen. Das war dumm. Naja. Dummheit ist mein zweiter Vorname. Der erste Vorname ist sehr. Sehr Dummheit. Hast rein drüber gehüpft, Junge. Ich habe noch keine einzige Klaue gekriegt, kann das sein? Kumpelt der schon? Die Lusche oder ist er einfach nur ausgelaugt? Ich krieg lauter Sehnen von ihm, aber keine einzige blaue brauche ich, glaube ich. So. Das nehme ich mir mit. Ne, aber fangbar ist er noch nicht. Ah, der futtert gerade. Ja! Macht der hier. Hilf mir, das ist schön.
Der braucht jetzt nicht zu mir zu kommen eigentlich, ne? Hier will ich irgendwann später kommen, aber nicht jetzt. So, der ist gelähmt. Ist schon wieder gelähmt. Was bist du für eine Lulle? So. Ich kann aber auch nirgendwo anders hin. Ich kann nirgendwo anders hin bei dem Vieh. So, jetzt hat aber, komm, mach deine Mega-Attacke. Mach deine Mega-Attacke. Ich kann nirgends anders hin. Ich kann nur auf den Kopf. Was ist denn das für ein Scheiß? Gibt es da eine Möglichkeit irgendwie... sag mal, ist das nicht so eine Megablume? Nee. Ist mir egal. Sag mal, ist der auch so extrem gegen Lame anfällig? Oh, das ist eine, muss man da auf die Zeit ein bisschen achten. Ich darf nicht vergessen, dass ich eigentlich ein anderes Ziel habe. Nein, ich vergesse das nicht. Und bleib hier. Ich sehe doch, dass du hast da was zu brechen für mich. So. War's schon lange nicht mehr benommen, weißt du das? Ah, er haut ab. So. Auf den habe ich eigentlich deutlich mehr Bock. Aber was will man machen? So. Ich habe halt jetzt nur noch 10 Minuten oder sowas. Der kommt später dran. So. Wo ist denn mein guter Otto? Gucken. Ach, wie schön, guck mal. Ach so, nee, das ist nicht Otto. Das ist nicht Otto. Was ist mein Otto?
So, jetzt hat. Auf geht's. Kannst mir auch genau ein bisschen Zeugs geben. Habe ich gar nichts dagegen. So. Da ist der Otto. Muss mal gucken, ob man das irgendwie umstellen kann, dass der Pin automatisch umspringt, weil das ist ja doof. Na, Otto, hast du auf mich gewartet? Hab ich doch. Ich frage mich halt, was ich mache. Wenn der jetzt pennt, also wenn der jetzt fangbar ist, lasse ich ihn dann... So, jetzt hat. So. Was ist das? Okay, läuft gut. Aber eigentlich ist das so eine normale Erkundung, irgendwie sowas. Da müsste ich doch dann... Oh, da ist ein Affe. Theoretisch zumindest, halt, ne. Da müsste ich dann theoretisch zumindest auf der Karte bleiben. Ich habe das ganze System noch nicht so ganz erkannt. Und wenn ich ja dann... kämpfe da wieder mit meinem geliebten Xuru. Was ist meiner das da, ja? Kann das sein, dass der andere da gehärtet ist? Bäh. Lass mal die mal kämpfen. Ich halte mich an mein Monster. Die Zeit wird auch so langsam, aber ein knapp. Wo ist mein Hundi hin? Wo ist er denn? Junge, sag mal. Wo rennt er denn hin? Hallo Hundi. Rennen Sie doch mal da hoch. Machen Sie es doch nicht so unangenehm. Jetzt kämpft er mit dem Ratlos. Fällt hier nichts mehr ein hier.
Hör auf damit. Da wird man dick von. Meinst nur gut. Dreht aber am Rad hier. Oh, keine Rad hier an. Haha. So. Hey, sag mal. Der jetzt her? Das ist doch ein neuer, oder? Ist das meiner? Er hat doch noch einen Schweif. Laber doch nicht. Der ist neu. Will der mich jetzt veräppeln? Ist das meiner? Aber der hat noch einen Schweif. Meiner hatte keinen Schweif. Meiner. Okay, hä? Oder bin ich jetzt komplett falsch? Ich habe die ganze Zeit den Falschen bekämpft. Und jetzt habe ich noch 5 Minuten für die Quest. Ihr wollt mich veräppeln? Also ich habe keine 5 Minuten mehr für die Quest. Ich hatte mal eben noch 5 Minuten. Die habe ich jetzt schon lange nicht mehr. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich habe die ganze Zeit den Falschen bekämpft. Ihr wollt mich doch verarschen gerade, oder? Wieso ist es mir aber auch... Ja, das ist meiner. Er hat keinen Schwanz. Alter. Und vor allen Dingen, ich habe keine Fallen mehr. Ich kann den nicht mal bekämpfen jetzt. Also ich kann ihn nicht mal mehr fangen. Ich muss den jetzt halt platt machen. Komm, triff doch wenigstens mal. Dass ich einen Counter hinkriege.
Nee, ich glaube, das ist irgendwie nicht mehr zu schaffen. Ja, dann sollen sie halt aufhören, irgendwie 3-mal selbe Monster rumrennen zu haben, die sich auch noch über den Weg laufen können. Das ist doch scheiße. Ist das doch. Okay. Es tut mir leid, Monsterchen, aber du musst sterben, und zwar schnell. Das ist doch Kacke. Guckt euch das an. Ah. Ernsthaft jetzt? Ist das euer verkackter Ernst? Ich hab einen platt gemacht. Wo genau habe ich den verloren? Ich glaube, nach dem Kampf gegen das Krakenvieh oder sowas. Gegen Kampf gegen das Krakenvieh habe ich den falschen Otto dran gemacht und habe den ordentlich gebügelt und geplättet und gefangen. Und die Quest trotzdem nicht bestanden. Das muss man sich mal geben. Hier, jage einen Otto. Du erjagst einen Otto. Ja, Quest failed. Ah. Komm. Mach mal hier die Kacke da raus. Ah, geht nicht. So. So. Ich bin jetzt aggressiv hier. Lass mal gucken. Kann ich wenigstens irgendwie irgendwas machen? So. Irgendwas, das dir gefällt? Ja. Da, wenigstens kann ich, habe ich genug Zeug eingesammelt, um die Waffe weiter aufzupowern. So. Das war ja das Hauptding. Es ging mir ja nicht unbedingt darum, die Quest zu machen, sondern es ging mir ja darum, meine Lanze aufzupowern. So. Okay. Und weil das so einfach ging, machen wir jetzt einen Xuvu, oder wie das Vieh heißt. Haben wir da nicht irgendwie noch was? Bami, gehätteter Balahara. Das ist ein Wächter-Doshi. Da. Ein Xuvu. Die machen wir jetzt. So. Das hat nämlich eben recht gut geklappt. Ich muss mir mal die Resistenzen angucken. Von einem Xuvu. Eis. Guck mal, Lähmung gar nicht mal so viel. Lähmung hatte irgendwie nur 2, aber bei mir, der war ja dauernd gelähmt. Der konnte ja keine 2 Meter gehen, ohne gelähmt zu sein. So. Wie heißt die optionale Quest? Erstaunliche Anpassung. Okay. Jetzt werde ich aber hier Fangzeugs mitnehmen. Das passiert mir nicht nochmal, Jungs und Mädels. So. Zwei große Bomben nehme ich auch noch mit. Weil ich es kann. Mein Zinken juckt. Und ich nehme aber meine Giftlanze mit. Und guck mal schnell. Kompostecher hat gar nichts drin. Mal irgendwie noch Gift. Giftbeschichtung. Und da ist noch Giftangriff. So. Rompo-Stecher. So. Sag ich mal her. 170. Ich hatte nur 150. Dafür habe ich ein bisschen Affinität. Okay, blaue Schärfe im Gegensatz zu der hier. Und ordentlich Element. So. Okay. Dann muss halt der Xuvu dran glauben. Jetzt ist der Rollo schon wieder weg. Rollo? Wie komme ich denn auf Rollo? Alma! Wie komme ich denn auf Rollo? Ja. Alma, ja, Alma, könntest du vielleicht mal an deinem Platz bleiben? Was, wieder eine rauchen oder was? Erstaunliche Anpassung. Jägerrang 21 bis zu 4 Spieler. Muss ich aber schon länger haben hier. Was gibt's hier? König der Lüfte.
Ist noch irgendwie einen anderen? Komm, dann mach mal. Annehmen und Schnellstart. Ich muss gucken, dass ich meine Geldgutscheine loswerde, fällt mir gerade ein. Ja, die sammeln sich bei mir und ja, es gibt halt nur Geld. Das ist jetzt aber ich will es ja auch nicht verfallen lassen. Ja. Hier kenne ich mich aus. Hier bin ich zu Hause. Ich will an diese Pflanze. Nicht den Gillimantel, den Heilmantel will ich anziehen. So. 178 Meter. Das dann immer mit. Oder auch nicht. Mal. Drachenkapsel werden es nicht brauchen. Da ist er. Wo denn? Aber Ach, da. von Froshi fehlt jede Spur. Ja, Das war nichts. zuerst an das Dorf denken. Er könnte erneut Das stimmt. Zum Schutz Ah ja, der kann ja gar nicht richtig klären, ne? verstanden. Los, werd gelähmt. Hör auf zu pieksen und werd gelähmt. Vorhin ging das auch die ganze Zeit. Ah, der hat wehgetan. War das eben vielleicht ein Low-Rank oder so? So. Ach, jetzt kann ich auch runterhüpfen. Guck mal. Alter, lass das. Ach komm! Mann, ist das doof. Der macht das viel zu oft. Da kann ich mein Zeugs gar nicht anbringen hier. So. Dann kriegst du halt den hier. Komm hier hoch. Komm hier hoch, Friedrich. Jetzt komm ich hier runter. Wo ist er hin? Er beliebt zu scherzen. Ich renn aber auch immer... Okay, ich muss mir mal... Ach, komm mal her. Hundi, danke. Ich muss mir das mal abgewöhnen. Ach, komm her. Ich habe keinen Bock auf die Stufe. Die Stufe ist doch scheiße. Komm mal hier runter. Genau. Ey. Vorhin war er nicht so stark, habe ich so das Gefühl. Okay, jetzt geht das Gezappel hier wieder los. Kopf gebrochen, jawohl. Kann ich meinen Kopf drüber zerbrechen, warum? Was der da ist, das Geräusch? Ah, noch ein Ärmchen. Muss mal Geld. Kann er grundsätzlich mit jedem Arm angreifen? Oder nur mit einigen? Das wäre noch interessant zu wissen. Ob ich mich auf irgendeinen Arm konzentrieren soll, den er eben kaputt machen soll oder so.
So. Lass mal in deine Tasche reingucken. Oh, danke. Ah, jedes Mal. Ja, ist ja gut, Junge. Kannst du gut. Ist der Beste. Deinen blöden Armen da. Komm mal her, der Arm da ist doch gleich kaputt, das sehe ich doch von hier. Oder ist er schon kaputt? Boah, krasses Vieh. Oder wenn er hier seinen Spaghetti-Monster-Angriff macht, das ist schon krass irgendwie. Was hat er denn da jetzt gemacht? Ey. Was das? Das ist ja gar nicht leid. Junge, ich kenne dich. Es war mir klar, dass danach der zweite Arm kommt. So langsam kenne ich deine blöden Tricks. Dauert halt nur ein bisschen bei mir. Ich bin ein bisschen langsam. Ich nicht schon aufgeben wollen, du Lusche. Er lässt zurück. Folgen wir ihm. Das heißt, hier folgen wir ihm. Oh. Ich dachte, ich könnte mich einhaken. Nee, komm. Das wird nichts. Dann lieber schleifen. Der ist aber auch richtig schnell, wenn er will, hey. So. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich den gefangen, oder? Also, wo ich Low Rank gegen ihn gekämpft habe. So, der ist jetzt... Alter, da ist er. Ewig im Nest. Jetzt hin. Wir laufen gerade. Ah ja.
haben weitere Vorräte erhalten. Bitte deiner Zeit gebracht. Wie? Was soll das? Ein blödes Vieh. Kann ich dich nicht fangen? Also, Schockfalle wohl wirksam. Aber fangen kann ich nicht, oder wie? Komm mal her. Komm mal her. Tentakelmann. Ja? Dass ich mal mit dir reden kann aus der Nähe. Ne? Sorry. Ich stecke hier gerade immer wieder am Rand, wie ich das jetzt so gerne tue. So, hab ich dich. Aller gut. Dann nehmen wir mal ein bisschen seinen Kopf aus. So. Hey, ich glaube, ich habe vorhin sowas wie einen Kleidungsfetzen gesehen. Boah, hat er das Kind gefressen? Wirklich? Die Hüterkleidung soll doch die Kokons imitieren, oder? Ja. Die Wächter sehen sie so nicht als Bedrohung an. Und ihr Dorf ist ebenfalls getarnt. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Erstatten wir Bericht. Wir haben Neuigkeiten für Sie. Ja, was sind denn jetzt die Neuigkeiten? Dass der Junge jetzt irgendwie doch abgehauen ist oder was? Kommt da eigentlich auch so rein? Weiß nicht. Ja. Also der Anfang war deutlich zäher als der eben. Aber dann, also der scheint extrem anfällig gegen Lame zu sein. So. Was haben wir denn Feines? Handwerk. Handwerk macht, glaube ich, den... Warte mal, wie war das wieder? Nee, Erwachen ist was anderes. Handwerk macht den... Die Schärfestufe höher. Entweder höher oder verlängert halt die Stufe. Bis zu einem gewissen Grad und dann geht's eins höher, falls das geht. Gegenschlag, ja. Aber kann man schon machen, ne? So. So, Taschin muss ich Bericht erstatten. Okay. Taschin wohnt da. So. Parup. Da hinten ist er schon. Hier, Taschin, pass auf, folgendes. Ich habe von Soshi gehört, dass nur ein Fetzen Stoff von ihm übrig geblieben ist. Er hat ihn wirklich gefressen? Mein Beileid. Es mag kein Trost sein, aber er hat uns wohl zu einer wichtigen Entdeckung geführt. Und die wäre? Das frage ich mich auch gerade. Wir vermuten, diese Sache hat etwas mit dem Stoff zu tun, aus dem eure Kleidung ist. Dass er Wächter abwehrt, könnte bei deren Fressfeind eventuell Ach so, das genaue ja Gegenteil klar. bewirken. Ja, es ist natürlich doof. Moment, ihr meint, er hat uns wegen unserer Kleidung für Wächter gehalten? Mhm. Nein, das kann nicht. Wieso nicht?
Ich glaube schon. Vor allem, wenn sich die Kleidung bewegt. Dann ist der Chauveau die Bedrohung, auf die wir achten müssen. Und nicht die Wächter. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Bitte gestatte uns im Gegenzug, euch zu helfen. Darf ich gern machen. Aber ein bisschen schneller, bitte. Danke. Wir können nicht viel anbieten, abgesehen von unseren Materialien. Sprich mit den anderen. Okay. Gibt's jetzt einen neuen Händler, Fuzzi, oder Wir wie? wissen die Hilfe zu schätzen. Aber dankt lieber ihm. Ja. Ja. Wir haben sein Grab gerade fertiggestellt. Ich werde es besuchen und mit ihm sprechen. Das ist jetzt schon ein bisschen krass, ne? Also, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Capcom wirklich hingeht und sagt, ja, der ist gefressen worden von einem Monster. Normalerweise so, ja, hat er sich dann versteckt oder so irgendwie, aber nö, das scheint halt wirklich Spezial-Silt-Knoblauch, die Creme de la Creme der Knoblauchernte. Perfekt für jedes Gericht. Oh, ich liebe Silt. Erzeugt eine Wolke, die für dich und ja, bla 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 bla, das ist mir schon klar. So. Neue Materialbild von Rüscher. Ja, Reicher. Wo ist er denn, der Reicher? Mr. Reicher, kommen Sie bitte zu mir, Mr. Riker, bitte auf die Brücke, Mr. Reicher. Ah, guck mal, der ist auch viel reicher als die anderen. Im Leben gibt es Schmerz und Trauer, aber ich glaube, die liegen nicht auf unserem Weg. Kennt ihr dort draußen auch das Wort Schicksal? Ich lebe mein Leben danach. Das Schicksal hat mich wohl dazu gebracht, Dinge für dich zu sammeln. Reden wir später nochmal. Ich glaube, das ist der, wo meine Freundin so hübsch findet. Oh, der sieht ja auch aus wie ich. Grüße! Das Schicksal hat unsere Pfade erneut zusammengeführt. Wie geht's, wie steht's? Die Energie von Viveria fühlt sich in letzter Zeit extrem geladen an. Ich bin nervös. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es kitzelt in den Armen und dem Rücken. Ob es sich auch auf die Wächter auswirkt? Keine Ahnung. So, was hast du denn Feines? Kann der irgendwas besonders gut? Reizpilze, brauche ich irgendwas? Dämmergrasknospen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Was war das? Blitzkäfer, Phosphor, ja. Dämmergrasknospen holen. Pass auf dich auf. Ja, du dich auch. Du auf dich auch, meine ich. So. So, gerade das kommen wir mit. Wir gehen jetzt hoch ins Lager und gucken uns Rüstung an. Ach, wie schön. So. Da ist er müde. Also, Ausrüstung bitte. Erstmal Waffen Einen gucken. besonderen Wunsch? Ja, Waffen gucken. Wie hieß der? Xu. Erzrei. Nee, gibt's keinen. Keine Waffe. Ich hätte so eine. Stell dir mal eine Lanze als Tentakel vor, die dann so wackelt. Naja, was haben wir denn hier für Verbesserungen? Nix. Mieten kann ich viel, verbessern kann ich nix. Dann gucken wir uns halt die Rüstung an. So. Heldentat, Adrenalinschub, Überfall und Ohrstöpsel. Ziemlich untentaklich alles. Das da sieht aus wie eine Finsterbuch-Dingens. Ach, das ist oben das Jäckchen. Das ist aber blott. Oh, worum's? Oh. Gefällt mir. Also das Armdingens da. So, was haben wir sonst noch? Ja, wenigstens hier ein paar Zöpfe. Aber Tentakel wären mir dann doch lieber gewesen. Spitzes Schuhwerk. So. Aber
Aber jetzt halt irgendwie nichts dabei, wo ich sage, hier, geil, das will ich haben. Ach, Essen von Objekten mit gebratenem Steak, wie gebratenem Steak gibt's plus 25 Angriff. Ja, aber wie lange? Ernsthaft? Wir hatten noch flexibles... nee, das ist... Oder? Doch. Jäger und Sammler hat er noch drin. Ja, es ist jetzt irgendwie nichts, was ich jetzt haben müsste, was mich jetzt irgendwie so reizt. Zumal ich ja deutlich zu wenig Sachen von dem habe. Naja, aber eine Quest haben wir abgeschlossen. Habe ich noch was auf der Wunschliste? Nee, das ist gerade leer. Was wollen wir machen? Was wollen wir machen? Ah ja. Also, ich soll noch einen großen Vaponiten, ne? Also nicht einfach einen Vaponiten, sondern einen großen. Die gibt's wohl nur nachts. Vorrangig im Dschungel. Vaponiten haben wir ja schon ein paar gefangen. Aber diesmal einen großen. So, was haben wir hier noch? Klauenriss sichern. Ein gehärteter Balahara. Komm, wir machen den, oder? Werners Dingensbummens ist, glaube ich, der Wächter Doshaguma, soweit ich mich erinnere. Zeig mal her. Werners Testlauf da. Es ist ein Wächter Doshaguma. Pass auf, bevor wir das machen, gehen wir doch erstmal unsere normale Quest hier weitermachen. Natas Hinweise für die Jägerin in einen gefrorenen Bereich des Würmwegs. Grund für die Vereisung sind offenbar die anhaltenden Schneestürme in den Eissplitterklippen sowie der dort lebende Jin Dahat. Die Gruppe macht sich also auf den Weg, um den Energiefluss wiederherzustellen. Das machen wir jetzt erstmal. Damit wir da mal vorwärts kommen. Und ein Jin Dahat ist Eismonster und da nimmt man dann am besten Feuerwaffe. Und Feuerwaffe wiederum habe ich... Wo ist denn der Jin Dahat? Da. Und dann gucken wir mal hier. Ja, Feuer, wie ich mir dachte, aber auch gar nicht mal so viel. Die Rückenplatte fast gar nichts. Also da bringt nichts Feuer. Das Einzige, der Kopf. Alles andere könnte ich mit jeder Waffe dran, außer natürlich Eis. Wie sieht's denn hier aus? Auch nicht so mega. Explosionspest. Hab ich keine Waffe? Dann nehmen wir halt die Feuerwaffe. Und gucken, dass wir ordentlich auf den Kopf ballern. So. Lass mal gucken, was haben wir denn da drin? Das Schildjuwel? Was macht denn ein Schildjuwel? Ich habe keine Ahnung. Fähigkeiten, Info. Blocken, Feuerangriff, Block hoch. Ach, ich glaube, das ist das Schildjuwel. Das macht Block hoch. Kann das sein, ja? Ja, gar nicht mal so schlecht die Idee. So. Und das Low-Juwel macht einfach nur Feuer noch ein bisschen hoch. So. Wird man nicht einschläfern können, oder wie man das nennt. Ah ja, stimmt, ich muss noch mal gucken, ob man den nicht fangen kann. Nullbeeren werden wir gebrauchen. Eine Falle. Lassen wir auch hier. Aber hier nehmen wir ordentlich Sachen mit. So, dann müssen wir auch vorher noch essen. Einfach zur Sicherheit. Heißgetränke natürlich. Darf man nicht vergessen. So. Okay. Wir sind soweit gerüstet. Ich wollte ja noch mal gucken. Der da.
Bla 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 bla. Bla 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 bla. Da, Schockfalle und Fallgrube, aber ob man fangen kann, steht da nirgends irgendwie drin. So, Hirnwasser und Schattenstein. Hirnwasser war, glaube ich, das, was ich Low Rank aus dem rausgezogen habe. Und einen Schattenstein habe ich gerade so hochgezogen, rausgezogen. Ne? Ich bin mir überlegen, sollen wir... Ja, komm. Ist eigentlich meine Waffe, die Feuerwaffe, schon voll aufgepowert? Oder fehlt da noch irgendwas? Komm mal her. Zeig mal bitte, ob die Waffe, die ich gerade habe... Da. Da fehlt noch irgendwas, was ich nicht weiß. Aha. Und das hier? Nuutra? Ne, Nuutra ist das Apex-Monster vom Ölgebiet. Da müsste man auch mal ein bisschen drum kümmern. Zeig mal her, was kann denn das dann? 100, was? Nee. 170, 150 und ich habe gerade... Nee. Was ist das? Das ist wirklich so dumm. Noch 170, 150. Ich habe das auch gerade, aber mit ein bisschen blaue Schärfe. Moment. Ah, meine Feuerlanze hat doch aber Sachen drin. Natürlich hat es Sachen drin. Ich würde halt sagen, wir fangen an mit Lähm und machen dann weiter mit Dingens. So, Werners Testlauf. Habe ich das schon angepinnt? Nee, ne? So, eiskalter Vortex. Das wäre hier. Damit wir mal die Story ein bisschen weiter kriegen, weißt du? So. Kann ja mal schlecht sein, Story voranzubringen. So, also, wo muss ich hin? Darüber. Ah, zu Alma. Alma, komm mal her. Alma. Das ist wieder Allmachtsfantasien. Bleib doch mal, rede doch mal mit mir. Hallo. Die will jetzt wirklich erst mit mir reden, wenn sie an ihrem Ort steht. Weißt du? Aber vorhin, als ich was von ihr wollte, da war sie nicht an ihrem Platz. Wollen wir los? So. Oder hast du noch was vergessen? Nee, pinkeln vielleicht. Das wäre eine gute Idee. Nee, Quatsch. Alles klar, auf geht's. Dann auf in Richtung Din Djahaat. Ich dachte, der heißt Din Djahaat. Ja, egal. Besser wie Din A4. So, gratis. Das ist das normale Versorgungslager. Essen reicht noch. 22 Minuten. Labern, ich wollte gerade sagen, ich habe doch Heißgetränk mitgenommen, das weiß ich ganz genau. So. Auf geht's. Der Din Djahaat scheint sogar noch aggressiver zu sein als zuvor. Oh mein Gott. Vielleicht eine Er hat gerade Reaktion gelacht, auf hast die du gesehen? Umgebung. Erlegen zwecks Forschung und Eindämmung autorisiert. Danke. Verstanden. Super gut Buchstaben benutzen. Aua. Meine Eisabwehr ist ja richtig kacke, fällt mir gerade ein. Ja, das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Ja, boah, Glück gehabt, oder? Das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Tut es auch. Was macht er jetzt?
So, jetzt hat. Zack. Auf den Kopf soll ich drauf. Aber nicht mit der Lame-Waffe, aber egal. Ja, komm. Lass mal die Lame-Waffe sein. Der Story, also im Low Rank, als er es nicht mitgekriegt hat, habe ich den ja mit einer Donnerwaffe besiegt. Weil alle Waffen gleich kacke gegen den sind. Außer am Kopf. So. So schnell wie weit abhauen. Moment. Ist der jetzt wirklich abgehauen? Muss ich dem hinterher? Oh. Ich dachte, der macht jetzt hier seinen Super-Move oder so. Wenn ich Hirabami in das Gebiet locke? Wie mache ich das? Habe ich irgendeine Lockkapsel dabei? Nee, ne? Okay. Wenn ich das aber nicht will. Wenn ich ihn aber hier bekämpfen will. So. Nicht wundern übrigens, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. Versuchen wir den nächsten Kampf. Ja, alles klar. Vielleicht sollte ich doch mal online zocken. Mit meinen Kollegen zusammen. Ich meine, ich bin jetzt ja quasi durch die Story durch. Da kann man schon mal online zocken, finde ich. Ich mache die Story halt gerne alleine.
Komm mal her, ich muss eh schleifen. Da hat's mich doch glatt runtergehauen. Komm mal her. Ja, wenn man so ungeduldig ist, dann geht sowas. So. Da kann mich nicht mehr sehen. Da bin ich wieder. Ah, schnell wie der Wind. Und so wenig am Treffen wie ein Geschwind. Keine Ahnung. Ich versuche halt auch den Kopf zu zielen, aber das ist nicht so einfach hier, Leute. Haut er wieder ab, oder? Nein, macht er nicht. Ich dachte, der haut ab, deshalb bin ich ihm hinterhergerannt. Okay, er haut ab. So. Schleifen. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Komm mal her. Pferdchen. Lass mal in dein Beutelchen reingucken. So, weiter geht's. Okay, kriege ich da irgendwie was hin? Nee, okay, dann sollte ich jetzt halt hier wegbleiben. Das war nix. So, jetzt habe ich ihn. Haha. Aber nicht. Du musst doch irgendwie kurz gehen, oder? Dann kann ich dann mal richtig schreien, der Arme. Hallo, trinken? Okay, gut. Aufpassen. Zack.
Sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ich muss mich hinter den Felsen. Ah, weg. Hier vielleicht? Alter, bleib doch da hinten, du Kackhund. Ey, echt jetzt. Ja, nö, ist in Ordnung. Man muss sich hinter einem Felsen verstecken. Ich hab mal wieder keinen Felsen gesehen. Und mein blöder Hund hat gedacht, ja, ich geh mal gucken, was da draußen los ist. Oh. Ja, so ist es halt. So, Hundi. Mach mal nicht. Ja, bleib doch stehen, du verkacktes Scheißvieh. Stehen bleiben. Mann, ey. Alter, ich will dir nur in die Tasche gucken. Und dann rennt der hier rum wie ein Irrer. So, jetzt darfst du. Weil du es bist. Alter, wo ist denn das Problem? Warum ist jetzt mein Steuerkreuz kaputt oder was? Kriege ich jetzt nicht mehr hin, nach oben zu drücken oder wie? Weil er dauernd die Tasche aufmachen will. Ist doch nichts drin. Ich habe doch schon geguckt. Ja, wieder schön die Luft gesprengt. Ja, würde ich gerne, aber ich bin so dumm dafür. Ich hab den Schwanz abgetrennt. Und was passiert? Ist ja gut jetzt, sag mal, kannst du auch noch was anderes? Ich hab's schon voll drauf, oder? Okay, da oben ist noch einer. Aber da geht er halt nicht hin. Haut er wieder ab, oder was? Ja, scheint so. Jetzt voll rentiert hier. Ich habe aber auch die ganze Botanik hier eingerissen, weißt du? Jetzt hat er keinen Bock mehr. Ja, danke, dass du mir das nochmal erklärst. Nicht so, als würde ich das können, was ich da mache. Was bringt. Okay, diesmal hat es funktioniert. Schön. Ja, ich habe mal getroffen. Schön. Mal versuchen, mal darüber zu locken. Da war doch eben noch so eins, oder? Da hinten waren ganz viele. Guck mal hier. Oder haut er jetzt ab? Oder schon wieder ab?
Nee. Doch. Hör mal auf. Und da gleich noch einen drauf. Ja, Junge, jetzt muss da aber so langsam muss der jetzt ganz schlecht werden, so wie ich dich gerade bearbeite hier. Ich glaube, jetzt hat er wirklich keinen Bock mehr. Okay, wo gibt's denn dieses Material hin? Nirgends, oder sehe ich das falsch? Achso, auch gar kein Schießmaterial. Sag doch was. Ich halt am Rücken und der Rest nicht. Lang machen. Oh, was ist denn das für eine... Habe ich jetzt einen neuen Bug oder was? Dass jetzt dauernd dieses Kackmenü aufgeht. Das kann doch nicht sein. Was ist denn das jetzt wieder für eine Scheiße hier? Mann. Ey, dieses Spiel überrascht mich immer wieder durch irgendein Geknödel, was nicht sein muss. Die ganze Zeit ging's, konnte ich das Monster rufen. Jetzt plötzlich willst du mir die ganze Zeit die Tasche aufmachen. Ja, ich weiß, dass du Zeugs hast. Schön für dich. Ich brauche es nicht. Das da. Reiniger. Mir doch egal. Fress ich jetzt. Wo ist er denn, der Knecht? Mann, jetzt sind schon wieder die Heilobjekte aufgefüllt worden. Wahrscheinlich geht jetzt gleich wieder der Gaul. Oh ja. Okay, ich bin tot. Was soll ich denn da jetzt aber auch hinrennen? Ne? Ernsthaft jetzt. Ach, da hinten. Nein.
Ja, sorry, aber das war totaler Quatsch jetzt. Wie, habe ich noch eins? Wie viel Leben habe ich denn? Sorry, aber mir war nicht... Ich wusste nicht, wo dieses... das Eisding ist. Und als ich da sah, dann saß ich auf dem Hund. Ja. Am liebsten, ganz im Ernst, würde ich den Hund einfach weglassen. Der nervt. Geh mir nicht auf die Eier und renn irgendwo hin, wo das Vieh ist. Was ist das eigentlich für ein ewig langes Rumgehopse hier? Kann man nicht einfach direkt zu dem gehen? Moment. Wo habe ich denn meinen Steg? So. Ey, bis ich bei dem Vieh bin, die Zeit rum oder was? 50 Minuten sind zu kurz. Da ist er doch. Jetzt brüllen wir ein bisschen schneller, Junge. Mir nicht ewig Zeit. Geht das schon wieder los? Guck mal hierher, da ist so ein Dingens da. Ja genau, vielleicht sollten wir uns was grillen, das ist eine gute Idee. Geh doch mal da rüber. Ja, hat sogar einen Kopf getroffen, hast du gesehen? Das hat auch einen Kopf getroffen. Aber ernsthaft jetzt, wie viel Leben habe ich? Normalerweise darfst du 3-mal sterben, nach dem 7. Mal bist du tot. Fällt mir jetzt nichts mehr ein, oder was? Selbe Situation wie vorhin. Ich sehe nicht. Und der Hund rennt nicht hin, wo ich wohl hin will. Okay. Gut. Jetzt reicht's aber, oder? Hopp, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ah, endlich. Sorry, aber wow. Und ich sag dir, 2 von den 4 Toten gehen auf den Hund. Die gehen einfach auf den blöden Hund. Warum konnte ich denn 3-mal sterben? Und erst beim 4. Mal, warum? Habe ich irgendwie was Besonderes gegessen oder was? Keine Ahnung. Wieso ist hier drin eigentlich so hell? Ah, weil meine Freundin gern bei Licht schläft. Okay. Ja, mit dem Monster. Oh, komm, laber mir nicht zu. Du warst überhaupt nicht dabei. Ich musste hier die ganze Arbeit machen und die kommt mit den Mega-Tipps hier. Geht ja gar nicht. Alle im Dorf haben ihre Hilfe angeboten. Ja, ich sag gut. Freue ich mich auch sehr. Möchtest du was tauschen? Alter, ich will das Zeug, was der hat. Also.
Pflanzenfresserpanzer? Was will ich denn damit? Großer Hibiskus? Habe ich noch keinen. Dann nehme ich mir einen, oder? Weil ich halt einfach noch nicht hab. So. Habe ich alles. Rocco hat auch nur Sachen, die ich hab. So, Welches Material. brauchst du? Achso, Dämmergrasknospe. Ja, komm, passt. So. Und der da hat, oh, da hat ganz viel Zeugs. Mal ordentlich leer machen hier. 10 von 6. Oh, da ist irgendwas Neues. Ah, ein finsteres Tuch. Das habe ich gesucht. Das habe ich gebraucht. Okay. Okay. Tschüss. So, tschüss. Mann, wäre ich froh, wenn jedes Lager gleich aufgebaut wäre. Dass ich nicht jedes Mal suchen muss, wo wer ist. Das wäre irrewitzig. Nein. Doch. Komm, wir gucken mal. Irgendwas, das dir Ich glaube ja gefällt? nicht, dass es eine neue Lanze gegeben hat. Miedeliste. Bohrbohrer, Knochenlanze. Ja. Ich will verbessern. Ah, okay, verbessern geht Irgendwas, nicht. das dir Alles gefällt? klar. So, hab ich jetzt irgendwie, hat das irgendwas gebracht? Scheint nicht so. Ich finde diese Waffenbaum unübersichtlich. Eigentlich ist in dem Spiel alles, was mit Menüs zu tun hat, ist unübersichtlicher als in den Vorgängern. Du weißt ja, wo ich bin. Wahnsinn. Das muss man erstmal hinkriegen. So, Rüstung gucken. Komm her. Schaff dich bei, Mädel. Was darf sein? Hochrangig stimmt. Bevor mich jetzt das hier wieder abfuckt. Einen besonderen Wunsch? So. Da. Todesgestanksset. Zeig mal her, das war immer ein cooles Set. Oh. Und die weibliche Version? Naja. Zeig mal her, was kann das Ding denn? Groll und Überfall. Ah ne, wo bin ich denn? Da. Groll, Überfall, Groll, Überfall, Groll, Überfall. Einschüchtern. Und Groll. Ja. Ja. Geht halt so. Was darf sein? Habe ich irgendwie was Neues freigeschaltet jetzt durch die Teile vom Meluha? War das nicht das Kürbisdingens als Werkzeugmeister? Erholungsplus, Erholungstempo, Überlebensexperte, Mykologie, Luftwiderstand, Lähmungswiderstand und Blutungswiderstand. Es scheint ein Blümchen-Dingens zu sein. Was braucht man denn da? Ah, der große Hibiskus, der hat das gerade freigeschaltet. Okay. Da, Chinda hat's jetzt. Sister, was kann das denn? Aufhetzer, Bebenwiderstand, Schwächevorteil, Befreiungskunst und Anpassung. So. Okay. Das hätten wir. Wir sehen uns. Ja, ist schon klar. Habe ich nochmal Bock auf den? Schon. Aber ich gehe jetzt mal eine Runde für kleine Tetsukabras. Und dann gucke ich mal, ob noch wer online ist und mit mir zocken will. Ich habe gerade Anfrage von einer Bekannten gekriegt vorhin, ob noch jemand Bock hätte zu zocken. Ja, dann gehen wir mal da rein und dann gucken wir mal. Aber labern will ich nicht. Also die will meistens im Discord labern. Nö, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will ja mit euch labern. Aber auf der anderen Seite ist eigentlich gar nicht cool, weil ich kann ja die nicht einfach sagen, hier, ich streame und nehme auf, hier, willst du mitmachen? Ja, das ist vielleicht schlecht. Pass auf, das machen wir anders. Ich gehe jetzt mal für kleine Doshagumas. Keine Ahnung. So lange wartet ihr hier, ich lasse den Stream laufen.
habe mir da ein schönes Pausenschild gebaut, fällt mir gerade ein. Das will ich immer ausprobieren. Und dann gucken wir das Ganze mal online. Dann machen wir genau den online. Aber, oh, Moment. Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg. Nein, nein, geh weg. Lass mich runter, lass mich runter. Wir machen uns ein bisschen Eisabwehr rein, dass wir nicht ganz so aufs Maul kriegen. Weil im Moment ist es ja nicht mehr feierlich. So. Was haben wir da drin? Erfrischungsjuwel, ja, braucht man nicht. Wir brauchen hier Eiswiderstand. Habe ich nur 1? Das macht Eiswiderstand plus 6. Was macht das denn im Gesamten? Naja, von minus 10 auf minus 4. Ist schon in Ordnung. Ja, das lassen wir einfach so. Okay. Das ist gut. Und dann könnten wir noch was essen. Was Eisabwehr macht. Verteidigung und Elementwiderstände. Da habe ich Bock drauf. Verringert manchmal erlittenen Schaden, verringert oft erlittenen Schaden. Ah, das ist jeweils manchmal oft, okay. Ausdauerverbrauch. Wie heißt das? Nee, voll ins Mikro gehustet. Unverwundbarkeit beim Aufstehen, Ausdauerverbrauch. Angriffsbonus. Verhindert einmal Ohnmacht, wenn der überlittene Schaden deine Gesundheit. Ich glaube, das hatte ich noch drin, kann das sein? Und heilt dich. Das ist immer geil. So, und dann gibt es noch einen letzten Schliff. Verringert die Effekte verschiedener Statusanomalien, negiert die Effekte von heißem oder kaltem Klima und erhöht in solchen Gebieten die Verteidigung. Das wird super. Das machen wir. Aber erst muss ich pieseln. Ich muss für kleine Lactia Cruz. Habe ich es jetzt bald. Okay, und jetzt probieren wir hier. Also ja, ich muss wirklich auf die Toilette, aber ich habe mir auch ein schönes Schild gebaut. Das machen wir jetzt halt rein so lange und lasst den Stream einfach laufen. Pass auf, das sieht folgendermaßen aus. Blub. Kurze Pause, ist es nicht hübsch. So, Mikrofon kommt aus. Nicht, dass ich jetzt neben das Mikrofon pinkel, aber egal.
Hallo, ihr da. Bin wieder da. Blub. So. Ich habe mich lecker Ölwechsel gemacht. So, dann kochen wir mal. Gemüse mit Gemüse ist immer gut. Und dazu noch Chiliflocken. Sehr schön. Ampf. Oh, ist das lecker. So. Okay. Maki lädt mich zum Essen. Nö. Jetzt mag ich auch nicht. Also, ja. So. Objektbeutel. Reiniger. Brauche ich nicht wirklich. Volle Möhre auf der Öhre. Haben wir eigentlich Honig dabei? Nee, warum haben wir denn keinen Honig dabei? Geht ja gar nicht. Wir brauchen doch Honig. Blub, 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 blub. Das ist soweit gut. Oh, das reimt sich. So. Ich muss noch ein bisschen Blitzmunition mitnehmen. Haben wir sowas überhaupt? Was ist denn das? Nachtblumenpollen, okay. Blitzmunition, das ist keine. Da oben irgendwo vielleicht? Blitzkapsel. Beikapsel, Doomkapsel. Dann nehmen wir auch noch mit. Darf mal ein bisschen was haben, damit wir was in der Hand haben, weißt du? Ja. Also, ich habe mir das folgendermaßen überlegt. Ich mache ein Notrufzeichen oder so. Oder komm, wir gucken mal, wie dieses dieses neumodische Online-Spielen da funktioniert. So. Notleuchtzeichen-Quest. Ziel. Wie hieß das Ding? Jinda oder sowas. Jinda hat. Genau. Und Quest-Schwierigkeit war hochrangig. Weiter weiß ich nicht. Sprache ist mir eigentlich kackegal. Und jetzt such mal. Seht ihr, wie lang der da schon drin ist? Vor 7 Minuten, vor 2, vor 1 Minute, vor 6 Minuten. Vor 1 Minute. Nehmen wir den da, oder? So. Dann gucken wir mal. Eiskalter Vortex heißt das Ganze eigentlich. Das ist natürlich schlecht. Jetzt haben wir den falschen gemacht. Naja, komm. Von wem? Von Peter Pfaffner? Warte mal, einen lustigen Namen. Hey. So. Peter Pfaffner. Keine Angst, Peter Pfaffner. Ich komme gleich. Und zwar jetzt. So. Ah, Steve Peter. Ah, das ist fast dasselbe wie Peter Pfaffner. Kann man doch mal verwechseln, oder? Gleich der erste Schlag, gleich mal. Jawohl. Was war das? Er hat mich da jetzt gerade runtergeholt. Was für ein Ding? 3 BD? Das war ja nichts, ne? Oh, ich sehe gerade, ist das ein Lanzenspieler? Was hat der für eine geile... Der hat eine Rathaus-Lanze. Mal besser ausgerüstet als ich.
vorne wegbleiben. Wir machen mal richtiges Monster Hunter, nicht Monster Hunter World. Bei richtigem Monster Hunter Attackieren wir den großen Kammern seiner Küste. war es nämlich so. Hey, da war doch eben noch ein rotes Dingens. Wo ist denn der hin? Ah, egal. Bei richtigen Monster Hunter war es so, richtiges, die alten Teile. Da hatte halt jede Waffe halt ihre Aufgabe. Und der Hammer war am Kopf. Der hat dafür zu sorgen, Hammer ist immer am Kopf und die anderen haben sich wegzuhalten vom Kopf, weil der Hammer dann die Leute sonst rumgeschnippt hat. Und dann durften die Leute aber auch nicht motzen, wenn der Hammer so rumgeschnippt hat, wenn sie vorne am Kopf waren. Das war nämlich Hammerplatz. Ja, komm. Ja. Lanze war meistens Tail, also sprich Schwanz abschneiden und sowas. War halt Lanzending, weil das kann halt der Hammer schlecht machen. Ebenfalls war halt Hammer ist Pop. Wo war das denn? In World oder so? Wo das dann irgendwie so extrem war, dass Schwert und Schild plötzlich bessere Lane-Gedönse-Eigenschaften hatten als Hammer. Also irgendwie schon seltsam. So. Auch mal ein bisschen drauf achten, daneben habe ich das, okay. Werde ich jetzt hier sterben? Höchstwahrscheinlich. Nicht weiß, ob ich mir richtig stehe. Nee, stehe ich nicht. Hallo? Danke, schon besser. Danke, schon besser. So. Nichts mehr zum Schießen. Okay, dann schon mal eine Runde der Bude. So. Mann, dann brauche ich nicht so da hinten ins Eck zu ballern. So, Schwanz ist ab, sehr schön. Das Brüllen ein bisschen schneller. In der Ewigkeit. Oh, der Pater Steve ist tot. Macht nix. Kommt vor.
Haben die auch alle gekauft? Weiß gar nicht. Mal gucken. Ja, werden sie dann schon merken, wenn sie nichts haben. Ja, man muss ja immer durchrennen. Und von daher passt schon. Ja, hallo? Ah. So, wo ist er denn? Da drüben. Ah, da ist einer drauf. Reicht das? Nee, gut. Aber war auch meine Idee gerade. Hammermann ist da. Ich helfe dir mal ein bisschen, darfst dich auch wegschnippen, habe ich gar nichts dagegen. Aber jetzt habe ich natürlich Akku gezogen, ich Vögel. Nö. Tschüss. Ich komme mal wieder nicht weg. Und wenn, dann weiß ich nicht, aber ich stehen alle da drüben. Na, ich sag dir, dieser verkackte Hund. Ich war jetzt der Zweite, der gestorben ist. Also es sind wahrscheinlich 2 gestorben. Dieser verkackte Hund. Echt jetzt. Ist doch wahr. Echt jetzt. Du weißt genau, okay, du musst da hinterm Felsen stehen bleiben. Kannst du vergessen, der Hund bleibt nicht stehen. Weil er schlecht ist. So, wie heißt das Vieh? Eiskalter Vortex. So, ja, halt die Klappe, Junge. Lass mich die Quest machen hier. Mal gucken. Rost. Herrscher des Felshangs. Nee, ich suche eiskalter Vortex. Oder ist das quasi dasselbe? Keine Ahnung. Weiß nicht. Ich mach das jetzt einfach nochmal. Weg damit, weg damit. Weg damit. Das lassen wir. Das nehmen wir mit. Ja, muss ich noch ein bisschen umslotten. Honig könnte ich noch gebrauchen. Boah, schon eine gute Idee. Teleporter. Baby. Ich teleportiere mich einfach raus. Ist mir kackegal. Ich habe keinen Bock auf den Quatsch. Oh, was macht ein Rocco hier? Gewiss. Ja, nix macht er hier. So. 40 Minuten. Hello. Schneidmahlzeit 1. Würde ich jetzt schon gern wissen, was Schneidmahlzeit, Pausenmahlzeit, glühende Mahlzeit und Rider-Mahlzeit, was das macht. Weiß ich ja aber nicht. So, Tortenmenü anpassen. Oh, da fällt mir gerade was ein. Ja, mach mal. Das da. Ne, das da will ich anpassen. Und zwar... Da kommt natürlich Lebensstaub drauf, ganz klar. Hello. Das da ist Erste Hilfe Plus, Megatränk. Eigentlich brauche ich das da gar nicht. Dann mach mal da oben einfach dieses Mantelgedönse da drauf. Nee. Wo ist denn das Mantelgedönse? Da. Ausgerüstete Mäntel. Deren Ausrüstung ändern. Gewählte Mantel wird im Tortenmenü und in deinen Sets angezeigt. So. Und noch was ändern. Ganz wichtig.
So. So. Ah, endlich dieses Hinlenken und draufdrücken, das funktioniert. Nicht so gut. So. Und wenn jetzt da noch einer 5-mal Hallo sagt, hau ich ihm auf die Mappe, hey. Es gibt Neuigkeiten. Was ist... Also, die rennt halt einfach so gern im Kreis, okay. So. Ja. Ja, pass auf, das machen wir jetzt halt so. Ich mache jetzt bei Alma die Quest Eiskalter Vortex. Optionale Quest, oder? Ist das nicht so irgendwie? Verstanden. Wiederhole die Aufgabe. Optional bereite dich vor. Ja, ich würde die Aufgabe gern wiederholen, aber ich weiß nicht wie. Hör auf zu saufen und mach deine Arbeit, Mädel. Ah. Ah. Ach so, wenn man die also einmal gemacht hat, dann heißt die dann plötzlich Frostherrscher des Felshangs. Aha. Gut, dass wir das wissen, ne? Weil dann kann ich nämlich wieder das ganze Zeug da machen. So. Vor 0 Minuten, ja, das ging flott. Na. So. Tada! Das machen wir jetzt halt so lange, bis er irgendwann platt ist. Irgendwann wird ihm langweilig und dann wird das schon klappen. Wie kann das eigentlich sein, dass es mich immer... dass der immer dann seine Mega-Attacke macht, wenn ich hinten im Eck stehe und nicht rausfinde? So. Die Alessa ist da. Hier sind sehr viele Lanzen. Es ist schon wieder ein Lanzenspieler da drin. Das ist ja Wahnsinn. Sehr gut. Wieder ist eine Hilfsjägerin dazu. Soll das heißen, das sind alles Hilfsjäger, mit denen ich gerade spiele, oder was? Ja, ja. Willow, Olivia, Alessa, das sind sehr seltsame kleine Namen. Kann schon sein, dass das alles Hilfsjäger sind. Weil da halt auch keiner dabei ist, der irgendwie Pfeiler Giga 57369 heißt oder so. Wie das ja meist bei Online-Spielen ist. Der sich jetzt da drauf oder haut er jetzt ab? Der haut verdammt schnell ab, weißt du? Eigentlich nur zu dritt. Ah, wir sind gar nicht zu dritt. Wieso ist denn da so ein Leerzeichen da drin? Weißt du? Was bedeutet dieses Leerzeichen da? Also dieses Leerzeil eigentlich.
Hilfsjäger Alessa hat die Quest verlassen. Siehst du, sag ich doch. Oh, da stirbt gleich eine. Schon heilen. Ach, der ist noch gar nicht da. Der Deborah Grano. Jetzt haben sie die anderen Viechers angelockt. Die hauen jetzt halt nicht ab. Auch nicht schlecht. Ist da jetzt jemand gestorben oder nicht? Was ist denn mit diesem Deborah Grano da? Der ist irgendwo unterwegs. Okay, Billo auch. Kämpfen wir hier also quasi... Na, jetzt sind wir hier. Billo wechselt fleißig die Waffen, merke ich gerade, aber kämpft scheinbar nicht mit. So, steht im Lager und hupt sich eins. Er sich auch nicht. Ich halt an den Kopf. Was nicht anders geht. Hier, Hammerputzi. Willow, kommen Sie mal her. Ah, ist gar kein Hammerputzi, ist ein Wandputzi. Mann ja nur. So. Danke, schon besser. So. Hui. Jetzt ist voll. Der Schwanz verkauft, oder? Attackieren wir den großen Mann an seiner Hüfte. Ich attackiere mal gar nichts. Uah. Ja, Shit, hat Akku, kann mir das mal jemand sagen? Ich hab gar nichts gemacht oder haben die alle? So, wo ist er denn? Sollte der jetzt nicht so langsam mal runterfallen? Doch, da. Jetzt der Schwanz da unten. Aber ich muss das bearbeitet werden. So, umgucken. Na, richtig. Tschüss. Die Kacke tue ich mir nicht an. Und jetzt hole ich mir gleich. Schon besser. So. So, gucke. War das eine gute Idee oder was? Weil ich nämlich wieder mal den Felsen nicht gesehen habe. Ich verstehe nicht. Wie kann man denn die sehen? Wieso sind denn die Felsen weiß? Ich sehe die einfach nicht. Ich sehe sie einfach nicht. Ja, Hundi,
Willst du nimmer deinen Weg gehen? So viel Weg ist doch da gar nicht. Aua, Mann. Hunde? Hund? Aua, 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 Hilfe! Danke. Ja. Boah, was... Ich glaube, wir haben neues Katzenfutter. Meine Freundin macht gerade den Katzen was zu essen. Das riecht wie frisch Katzenfürze. Also wenn das schon, ohne dass es verdaut war, so riecht, dann wird es wahrscheinlich nicht besser werden, wenn sie es verdaut haben. Junge, stinkt das so. Das war nichts. Ne? Immer wieder hinterherlaufen. Ist jetzt schon jemand gestorben? Ich glaube nicht auf dem Zweiten. Au. Bin unten. Wollte jetzt eigentlich runterfallen. Zack. Der Schwanz eigentlich, ich wollte gerade sagen, der muss doch eigentlich schon lange kaputt sein. So, ich muss einfach nur da rauskommen, oder? Kann das sein? Also zumindest sind da bei mir Leute.
Ja, okay, ich bin zumindest weit genug weg. Wie viele sind gestorben? Keine Ahnung. Ein paar Leute heilen. Komm her. Danke! Kein Problem. Mache ich doch gerne. Wenn ich eine Ahnung habe, was ich zu tun habe. Sieht doch aber gut aus, finde ich. Oder nicht? Das größte Problem ist halt, wenn ich da stehe, mit erhobenem Schild auf einen Mega-Angriff warte und irgendeiner haut mir aufs Schild. Das ist halt ziemlich doof, weil dann war es das mit meinem Auerle, meinem Schild. Was sind hier lauter Frauen oder was ist los? Ist hier Weibsvolk anwesend? Also, natürlich weibliche Charaktere natürlich. Ich bin ja auch eine Frau. Lockerstens, jawohl. Gut, du bist nicht verletzt. Ja. Damit wäre einer der Finde ich auch Hauptfaktoren gut. für die irreguläre Kälte beseitigt. Hoffen wir mal, dass der Land... Irgendeiner hat gerade einen Diamant rausgezogen. Ja. Oh ja, ein Schweif. Schweif muss ich noch gucken. Wo ist denn der Schweif? Muss hier irgendwo in der Nähe liegen. Das ist gar nicht mal so einfach. Schwanz. Schweif? Okay. Ich finde keinen Schweif. Ich kann ja die Karte aufrufen, um den Schweif... Warte mal. Was, das sieht irgendwie komisch aus. Das ist er. So. Das war aber knapp mit dem Schweif, ey. So. Jetzt ist die Frage, gilt die Quest jetzt als abgeschlossen? Also auch für mich? Oder nicht? Ermüdungsbeschichtung. Oh ja, brauche ich. Oh. Ist der Vierer? Oder halt Dreier. Eigentlich ist es ja Dreier. Für mich zählt halt der da oben, der Große, noch mit. Giftdauer hoch und blocken. Moment, das sind 2. Okay, das ist ja cool. Giftdauer hoch und kritisches Auge. Und hier hätten wir Aufladefähigkeit. Boah. So. Ja, genau. Schöner Level abgekriegt. Sag ich mal im Hintergrund. Also ich war es nicht und der Hammerfuzzi war es auch nicht. Da vorne brennt irgendwas. Ich glaube, das war der Brennfuzzi. Was habe ich gemacht? Ui, 2 Teile zerstört. Was? Aber da war ein anderer, der hat auch 2 Teile zerstört. Fokusangriffe auf Wunden. Anzahl der Waffenwechsel mit Hilfe des Saikri-Holsters. Okay, also die tun wirklich für alles irgendwie, geben sie dir eine Belohnung. Hier, keine Ahnung, der am wenigsten geholfen hat. Yay! Er kriegt dann irgendwie auch eine Belohnung. Oder eine lobende Erwähnung halt, keine Ahnung.
Ah Die ja. Drachenfackel ist aufgetaut, obwohl der Jindahat gerade erst besiegt ist. Ihre Kraft ist unglaublich. Jetzt kann die Energie wieder fließen. Alles gut, oder? Denkst Die du? Energie fließt wieder, ja. Aber ob das wirklich gut ist? Richtig. Die Energie, die sie abgibt, ist immer noch viel Ja. höher als Wenn sie nicht zuvor. fließt, weinen alle. Wenn sie fließt, weinen alle. Was wird jetzt Es sind passieren? nur am Maulen. Nur am Maulen die Keine Leute hier. Ahnung. Solche Fragen können nur weitere Untersuchungen klären. Stimmt. Und für viele Antworten darauf sind wir auf Olivias Team angewiesen. Lasst uns in der Zwischenzeit in allen Regionen nach Anomalien Ausschau halten. Anomalien? Ja, an Ja. die Arbeit. Ja, genau. So machen wir's. Anomalien. So. Kapitel 5, Mission abgeschlossen. Sehr schön. So, guck mal, hier sieht's jetzt deutlich besser aus als vorhin. Zeig nochmal her, was gibt 250 Gildenpunkte. So, jetzt erwarte ich aber auch, wer bist denn du? Jetzt erwarte ich aber auch, dass die Leute ein wenig spendabler sind oder so. Oh, da hinten gibt's irgendwas. Ist das nicht der Tauschmann? Oh, cool. Ja, ich habe den Hochofen erneut umgebaut. Jetzt kann er nicht oral irgendwas, Orikalzit oder so. Also, alles klar. Was kann er denn jetzt halt Neues? Rüstkugeln, Erz raffinieren. Verbrauche Monstermaterialien, um Orikalzit und andere Erze zum Verstärken von Adjan-Waffen zu raffinieren. Ist das ne? Was ein Wort? 7, 8, 9, 10. Ja. Brauche ich aber nicht. Bis bald. Ja, bis bald. Gibt's sonst noch irgendwas Neues hier? Schaut nicht so aus, aber ich gehe mich mal ein bisschen umhören. Also umgucken und hören. So. Lieferung Ration, ja, das habe ich eigentlich auch erwartet. Gibst du mir die auch? Dankeschön. 7 und 3. Achso, 7 im Rucksack und 3 habe ich. Und 3 habe ich so gekriegt. In die Box, weil sie dann zu viel waren. So, also es steht Es wieder gibt nichts an. Es gibt Neuigkeiten. Ist ja super. Oh ja, geil. Ja. So. Weißt du, ob Maki noch mit mir essen will? Vorhin wollte sie mit mir essen. Ich habe mir jetzt übrigens gemerkt, wo Maki ist. Okay. Also hier sieht es jetzt viel heißer aus als vorher. Ich habe mir gemerkt, wo Maki ist. Pass auf, ich erkläre es dir. Man geht dahin und dann nach Nordosten. Das ist hier. Funktioniert natürlich nur, wenn ihr die Karte nicht so eingestellt habt, dass er automatisch dreht. So, und dann musst du gucken. Hier sitzt als der Opa und da ist dann Maki dabei. Oder umgekehrt. Bist du Maki? Nee. Ein Opa bist du. Aber nicht der, den ich suche. Meine Güte, was ist denn jetzt los? Ja, das Feuer brennt wieder. Sei doch froh. Du bist doch Maki, oder? Nicht? Alte Maki. Ja. Okay, dann würde ich einfach mal behaupten, die will mir nichts mehr zu essen geben. Wahrscheinlich hat es jetzt irgendwie 30 oder 50 Minuten warm gehalten. Jetzt hat es auch keinen Bock mehr. So, lass mal handeln. Was gibt's denn? Das Leder habe ich mir letztens erst gekauft. Okay. Nee, ist schon in Ordnung, danke. Bis nächstes Mal. Ja, bis nächstes Mal. So, ich glaube, ich hätte Bock auf ein gehärtetes Monster. Und zwar Balatro. Nee, Balahara. Wenn Balahara mit Karten spielt, kann man Balatro nennen. Zeig mal her, was für Quests das wir haben. Das ist Felderkundung. So, den da. Also nicht den da. Ich wäre gern. Oh, guck mal, da ist ein Rathalos. Der eine hat ja eine Rathalos-Lanze. Die habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Wobei, die kann ich, glaube ich, sogar bauen, oder? Ja, auf jeden Fall wird der mal gekauft, ne? So.
Und dann optionale Quest. Da, guck, da ist sogar eins. Ich habe sogar eine... Isai hat vom Schaden erzählt, den der Balahara, nicht Baladro, angerichtet hat. Die Gilde hat ihn offiziell als gehärtetes Monster eingestuft. Er jage ihn, bevor er noch mehr Chaos anrichtet. Ja. Das könnten wir machen, oder? Superglück-Gutschein verwenden, annehmen und vorbereiten. So. Ja, gut. Zeig ich mal kurz. Nach 22 Minuten hält mein Essensgedönse, da würde ich sagen, das passt. Aber was hat denn Balahara für Resistenzen? Donner laut dem Dingens da. Aber Lähmung scheint sehr effektiv zu sein. Okay, es ist wirklich Donner. Ich bleib aber bei Lähmung. Lähmung ist gut. Wo ist mein Zelt? Da unten, glaube ich. Und dann irgendwo da wieder hoch. Ja. So langsam habe ich es voll drauf. Dann gehen wir noch ein bisschen Ausrüstung sammeln. Ausrüstung ändern. So rum, genau heißt das. Das ist nicht mein Zelt. Da ist mein Zelt. Bereiten wir uns auch vor. Ja, mache ich. Ich bin noch dabei. Es gibt übrigens Neuigkeiten. Ne, gibt es keine Neuigkeiten? Oh. So. Heißgetränk werde ich nicht brauchen. Das da auch nimmer. Ich spiele jetzt wieder offline. Außer wenn meine Freundin mitspielen will. Will meine Freundin mitspielen? Nee, sie ist gerade in der Quest, sagt sie. Nun denn, das bedeutet nein. Fallen hätte ich gerne noch ein paar. So. Ausrüstung ändern. Gibt es eigentlich noch eine andere Donnerlanze? Eigentlich nicht, oder? Ich bleib bei der Lähmlanze. Die hat ja vorhin schon bei dem Hudu hat die recht gut funktioniert. Und dann machen wir hier einfach so weiter. Ich habe wieder nichts gegessen, ne? Nee, ich wollte ja gar nichts essen, weil es noch 22 Minuten hält. Sehr gut. Na? So, guck mal da. Die Quest. Bist du bereit? Ja, ich bin sowas von bereit. Glaub ich gar nicht. Das war schon mal nix. Sehr gut. Das ist eine Ratian. Unterschied zwischen Ratian und Rathalos. Ratian ist ein Mädel, Rathalos ein Junge. Aber Ratian hat unten am Bart ein Horn. Und das hat Rathalos nicht. Dafür hat Rathalos Ohren, Ohrläppchen. Müsst ihr mal drauf achten. Außerdem hat Ratian mehr Haare zwischen den Armen. Aber ist ja gewaltig. Was denkst du, wie viel Schaden der macht? Wenn ich weiter so spiele, werde ich es bald merken. Na, so viel hat er gar nicht gemacht. Ne? Hat er jetzt den Kopf... Ah! Hat er hier gerade ein Loch gebuddelt? Hab ich nicht. Guck mal, die haben blaue Wunden.
gesehen? Nicht gesehen. So, ab ist er, der Schwanz. Kannst du mal aufhören mit deinen blöden Piekereien hier. Zack, und jetzt bist du noch geritten, Junge. Sei froh, dass du nicht getulpt wirst. Das ist nämlich eine Betulpungslanze. So, ruf damit. Okay, jetzt gehen wir noch gleich da hinten hin. Dann hauen wir da noch eine rein, wenn wir es können. Ja, da kann in sich schauen. Lass das. Ja, lass das, hab ich gesagt. Da ist kein Segen drauf. Ja, bin dabei. So. Spitzenzwanz. Einen Spitzenzwanz hat er da gelassen. Der Gute. Moment, was ist das da? Oh, es ist Nacht. Hoppala. Ich will nicht schönen Gruß sagen. Schleifen. Es ist Nacht und es ist Wüste. Da könnte man eventuell einen Sandwusel sehen. Boah, ist voll hell. Warum ist denn so hell? Ist Vollmond oder was? Okay, wo muss ich denn hin? Da. Sind das ganz normale oder sind das die... Guck dir jetzt mal die Fußspuren an. Oh, gibt keine Fußspuren. Na, egal. Ja, wenn die das im Wüstensand machen, dann hinterlassen sie Fußspuren, die halt aussehen wie ein Monster. Ja, sorry, meine rumgehust wieder, ich weiß. Ich sage euch, alt werden ist scheiße. Wenn man fettige Sachen isst, fängt man an zu husten. Weil der Körper denkt, ja, schlagen wir mal zu, weißt du? Oh, sieht der schön nass aus. Das sieht so nass aus. Gut, Junge. Komm mal her. Ich will doch nur an dein Beinchen dahin. Gib mir dein Beinchen. Gib mir dein Beinchen. Ey, du bist doch in der Schockfalle drin, Mann. Gut. Ich dachte, er hat es nicht mitgekriegt, dass er eigentlich in der Schockfalle ist. Lass das. Kann ich nicht leiden. Zack. Der ist schon K.O. quasi. Lusche. Was liegt denn da drüben eigentlich? Überbleibsel eines Kampfes. Ja, gehen wir doch mal gucken.
So, Shatagabra. Reingelassen. So. Ist er schon unten? Ein bisschen langsamer. Ich glaube, er ist noch am Rumlaufen. Fangen oder töten? Wenn er sich pennen legt, lass mal ihn schlafen. Oh ja, geil. Da wird er gebombt. Keine Bomben dabei. Das ist ja dumm. Dann wird er halt gefangen. Ich hätte ihn gerne jetzt weggebombt. Ach ja. Was will man machen? So. Also gut, das hat ja recht gut geklappt, finde ich. So. Super scharf. Objektverlängerung, Schutz. Oh, Schutzpolitur ist. So. So, also von dem gehatteten Monster, dass das gehattet war, habe ich jetzt irgendwie nicht viel mitgekriegt. Aber es kann auch sein. Ja, ist das, nee. Isai, das, der ist da unten, gell? Moment, tiefer? Ich bin in der Feuerschwemme, ich bin komplett falsch, sorry. Da, Windebene, da ist Isai. Was wollte ich sagen? Habe ich vergessen. Dann war es nicht wichtig. Dachte mir so gemeine Hand. Oha. Ich glaube, ich werde Isai hier nicht antreffen. Denn es ist gerade windig. Aber wenn es doch windig ist, dann heißt das doch, da ist ein Radar. Sehe ich das nicht richtig? Moment. Ein mögliches Ziel ist erschienen. Sieh mal auf die Karte. Balahara. Noch ein Balahara. Kein Radar. Was ist denn hier das Blaue? Also, Leute. Nee, kein Radar da. Schade. Ich hab gedacht, wenn es blitzt, ist Radar immer da. Nö. Dann müssen wir wohl was anderes machen. Was ist denn diese Musik da jetzt hat? Ein Haufen Doshagumas. Aber kein Radar. Dann machen wir das Ganze. Also ich gehe jetzt einfach mal da hinten hin, ne? Da, wo es so richtig blitzt und donnert. Oder weißt du was? Ich habe auch noch eine gute Idee. Ich gucke mir da den da mal an. Ob der da irgendwie groß ist oder so. Na. Gehärteter. Wie war das wieder? Von was kriegt man so komische Scherben für seine Waffen? Habe ich schon wieder vergessen. War das nicht von gehärteten Monstern? Aber irgendwie merke ich da nichts. Ist hier Le Gogel?
Lego Gel. Nur das Lager, das ich mir letztens gebaut habe, steht ja immer noch. So. Ja, Augen auf. Ja, Augen auf beim Eierkauf. So. Also. Was habe ich denn vor zu machen? Keine Ahnung. Wo ist denn Alma? Da drüben ist sie. Hier, Alma, pass mal auf. Was hast du denn so Feines für mich, ne? So optionale Quests oder so. Den habe ich gemacht. Hier, der Torwächter. Klauenriss. 2 Affen. Okay. Habe ich auch keinen Bock drauf. Hätten wir hier Werners Testlauf. Da hätte ich jetzt eigentlich schon eher Bock drauf, ne? Annehmen und vorbereiten. So, ein Wächter-Doshi. Dann gucken wir mal, was ein Wächter-Doshi für Dingens hat. Feuer sieht sehr gut aus. Ansonsten Eis. Kopf und Torso. Eigentlich ist Eis besser. Weil Eis 5 Dinger hat. Feuer, Eis, Donner, Drache. Ja klar, als ob. Wo ist denn Donner? Weil Donner einfach mal an einer Stelle 2 Dinger hat, ist es gut oder was? Ne, Feuer und Eis. Eiswaffe habe ich nicht wirklich was Gutes, glaube ich. Kochen könnte man auch noch, zur Sicherheit. Das machen wir besser gleich. Nein, ich will nicht die empfohlene Mahlzeit. Ich will mir selbst eine bauen. Ja, komm, nimm das da. Ah, das ist einfach irgendwas zusammengebraut. Fertig, mir doch egal. So, jetzt hätte ich gerne noch Waffen gewechselt. Den lassen wir. Donner und Eis war das, gell? Meine Eislanze ist Seltenheit 3 noch. Hui, das ist nicht viel. Meine Donnerlanze sieht nicht wirklich besser aus. Ja, da muss es wohl die gute alte Lame-Lanze wieder machen. Und vielleicht noch den Chrombohrer. So. Chrombohrer kriegt aber noch ein bisschen was reingemacht. Handwerk. Ja, das ist doch mal schön. Komm, der kriegt ein Handwerk rein. So. Chrombohrer ist eigentlich schon recht stark, merke ich gerade. So. So, dann machen wir das jetzt halt einfach. Ich mag Doshaguma als Monster sehr. Ich finde, es ist ein hübsches Monster. Ja, ich weiß, da bin ich wahrscheinlich relativ alleine mit meiner Meinung. Aber ich bekämpfe es nicht so gern. Es sind Vorräte gekommen. Sieh nach Vor allen uns, Dingen, was weil es halt so ein Teammonster ist. Also der Wächter Doshi nicht. Aber, optional locke ein Monster zu Werner. Wo ist denn Werner eigentlich? Moment. Wo ist Werner? Ach, keine Ahnung, komm. Hey! Ah. So, also Werner. Was hast du denn da Feines gebaut? Ein Ofen? Jetzt soll ich ein Monster hinlocken. Ja dann.
Wie wär's denn mit einem Doshaguma? Oder so. Ich tue, was ich gefunden habe, in die Objekttruhe. Komm mal mit. Ich wollte gerade sagen, das sieht nicht aus, als würde Spaß machen, Hundi. Willst du nicht abhauen? Na komm her. Dann bring ein Monster her. Ja, ich bin doch dabei. Hier, bitte. Ich habe dir ein Monster mitgebracht. Freust du dich jetzt? Bauen wir auf. Okay. Was machen die Katzen da? Ja, Werner, hast du keine Angst vor dem Monster? Ich meine... Gut, ein Angriff des Monsters sollte zum Ausdruck bleiben. Probier Werners Multisprenger aus. Okay, dann probieren wir mal Werners Multisprenger aus. Da hinten. Komm mal her. Komm mal bitte her, wir müssen Werners Multisprenger ausprobieren. Alter, geht das noch ein bisschen langsamer? Was war das jetzt? Eine Augenweide! Ich hab keine Ahnung, was das Ding macht. Macht doch irgendwie gar nichts. Ich glaube, es ist kaputt, oder? Ah ja, es ist kaputt, okay. Dann hat man das jetzt gemacht. Das explodiert halt, wenn ein Monster in der Nähe ist. Okay, alles klar. Zwischen gehen. Wird doch gerade erst lustig. Wieder. Eine Augenweide. In den Popo. Hau da ab hier. Tut er schon? Nee, der läuft immer wie besoffen. So. Ja, komm. Darfst ruhig runterhüpfen. Ja, bloß das Monster ist nicht angepinnt. Jetzt muss ich ganz genau Acht geben. Okay, das muss das da sein. Ich habe keinen Bock, dass ich wieder das falsche Monster an Dings... Es sind 2 Doshaguma da. Das ist schlecht. Welcher davon ist meiner?
Oder? Das sind keine 2 Doshaguma. Hopp, komm. Der Vogel führt das. Ich sehe doch 2 Doshaguma hier. Den Pin. Sehe ich doch zweimal. Was ist denn das? Warum sind denn... Ich sehe das Monster zweimal. Jetzt ist nur noch einmal da. Okay. Keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, das wird jetzt wieder genau dasselbe Kack wie letztens, wo ich das falsche Monster dann dran hatte. Ja, komm, ist gut. Muss man diesen blöden Gillimantel da rausnehmen, der nervt mich. Hoppala. Brauche ich eigentlich nie. Och komm! Also du willst mich hauen. Oh, Alter! Ist das jetzt ein Witz oder was? Was machen wir hier? Die Reise nach Jerusalem? Habe ich dir einen Stuhl geklaut? Bleib doch einfach stehen oder geh hin, wo du hin willst, aber dreh nicht dauernd rum, du Affe! Echt jetzt? Hier den Busch da raus. Ja, gar nicht bleiben. Das ist gut. Extrem. Wen haut der? Der haut auf meine Katze. Bleib doch mal stehen. Glaub ich schon. Ich nicht. Ah ja, eigentlich brauche ich den Hund gar nicht. Da unten kommt ein persönlicher Freund.
Junge, ich sehe doch, dass du eine rote Hand hast. Warum lässt du dich denn nicht links bumsen? Jetzt. Ah, komm mal her. Nö, du kannst auch an mir vorbeirennen, kein Problem. Irgendwie ist der deutlich schwerer für mich als der Otto. Otto fand ich einfacher. Geschafft. Ja, das ist richtig. So. Okay. Gerade eben noch gesagt, du bist so schwer. Und schon ist er tot. So. Ich hatte halt gerade schon wieder Angst, dass ich schon wieder einen falschen Doshaguma hinterher renne. Doshaguma? Es ist aber auch dumm, dass, wenn man ein Monster angreift, dann hast du einen Pin drauf. Okay, alles klar. Und wenn du dann auf ein anderes Monster haust, dass dann der Pin rüber geht, wieso bleibt der nicht bei dem Monster? Ja, ist halt so. Ich muss mal gucken, ob man das ausstellen kann. Das sage ich jedes Mal und dann vergesse ich es ja doch. Drüben, der macht Disco da drüben oder so. So. Rup, rup, rup. Also, was habe ich denn gekriegt? Gildenzertifikate für das Erlangen eines Wächter-Doshaguma zur Ausrüstungsherstellung. Ja, super. So. Oh, Blockenfähigkeit und geistiges Auge. Jawohl, geistiges Auge macht das mit A. Vergesst immer, wie es heißt. Affinität. Genau. So. Kann ich jetzt zurück zu Werner? Werner, wir haben Kleider für Stühle bestellt. Werner, die Hussen sind da. Hey, weißt du, ich werde das Gefühl nicht los, dass hinter diesen wiederkehrenden Wetterereignissen noch mehr steckt. So. Vielleicht könnten wir mit Olivia und so darüber reden. Gut, auf geht's. Okay, ich soll wohl mit Olivia darüber reden. Über alles. Und sowieso. Naja, wenn es hier halt nichts gibt. So, jetzt erstmal zu Werner. Werner, wo bist du? Ja, da steht, ich soll mit Werner reden. Jetzt steht, ich soll mit Olivia reden. Okay, pass auf, dann machen wir das erstmal so. Dann tun wir erstmal die Waffe weiter aufbauen. Oh, ich kann die Expeditionswaffe weiter aufbauen. Monster Hartknochen, hat mir das gefehlt?
Und zwar... Oh, ich kann meine Lalabarina-Waffe. Monster-Hartknochen hat mir gefehlt. Wo gibt's denn Monster-Hartknochen? Wahrscheinlich von einem Doshaguma. Ja, wenn wir schon mal dabei sind, dann guckt man natürlich, was man sonst noch aufpowern kann. Ich brauche Radian-Gewebe, um die Ray-Dao-Waffe auf High-Rank zu ballern. Das kriege ich, glaube ich, hin. Da fehlt auch noch... Okay, das war nur Expedition. Oh, die kriegt dann weiße Schärfe. Aber ich gehe natürlich meine Lalabarina-Waffe weiter aufpowern, ist ganz klar. Ich bin startklar. Das ist viel wichtiger. Alles klar. Perfekt. Alles klar. So, jetzt hat die wenigstens mal 180 Angriff, 210 Lähmung und mehrere Slots. Da passt jetzt deutlich mehr rein. Da muss man mal gucken, was man da Feines reinmachen kann. Aber eigentlich wollte ich doch das da machen. Okay, ich muss gar nicht hier anfangen. Ich kann direkt hier anfangen. Ja, geht so. So. Hirabami ist das Monster, was ich bisher am wenigsten mag, weil es fliegt und es ist zu mehreren. Und das ist ja... nee. Da wehre ich mich dagegen, wo es nur geht. So, jetzt sag mir doch mal, wo Werner... Wo ist Werner? Gibt es hier vielleicht gar keinen Werner? Ist der Werner vielleicht woanders? Wo ist Werner? Im Kaminwald ist er auf jeden Fall, hat er da seine Station. Das weiß ich. Gehen wir mal gucken. Da gehen wir mal gucken. So. Heute noch. Ich glaube, ich mache da auch... Ja. So langsam mache ich da mal Schluss. Geh mal von dem Vieh da runter. Das ist doch Kacke hier im Dorf. Gehört sich einfach nicht. Da ist Werner. Also da sollte Werner sein. Ist er aber nicht. Wo ist Werner? Die wartet immer noch, dass ich den großen Bummens fang. Werner ist verschwunden. Werner ist Mars. Denn Mars gibt verbrauchte Energie zurück. Okay, dann machen wir halt... gehen wir halt zu... ach, da oben. Werners Testlauf. Der ist in Sylt. Was macht er denn da? So, dann gehen wir halt erstmal bei Werner Bescheid sagen, sofern er denn endlich mal da ist. Und... achso, ja, da habe ich ja auch gerade die Quest gemacht. Ja, das ergibt irgendwie Sinn. Und dann... ja, mit Olivia reden, mal gucken, was die für ein Problemchen hat. Komm mal her. Na? Was ist? Sokrates, kommst du her? So, Werner. Werner, die Hussen sind da. Ah, das ist Olivia. Werner. Werner. Die Olivia ist da. Sag mal, hab ich gesagt Müller im Rappel oder was? Ich hab gesagt Werner. Sehr So. gut. Ich würde sagen, das war ein Erfolg. Danke, dass du mich hast mitkommen lassen. Bitte. Ich habe zu danken. Hast du Wyvernmilch benutzt, um die Kraft hinter dem Zünder zu verstärken? Ich hatte das Gefühl, auch die Explosion selbst war stärker. Hey, nicht übel. Auf den Punkt genau. Ich hatte es auf die Synergie der beiden abgesehen. Ist selbst bei Wächtern effektiv, hast du ja Sorry, gesehen. aber wenn ich das Wort Synergie hier höre, dann geht sofort meine Bullshit-Bingo-Alarmglocke los. Könnte die Wirkung noch... Ah, aber wie kriege ich das stabil?
Tja, überleg mal. Am nächsten Mal nehme ich dich wieder mit und dann... Also, ich finde es so schon ziemlich Ja. effektiv. Ah, du verstehst es noch nicht. Welches Potenzial in Witternmilch steckt. Wie Pass dem auch auf. sei. Mehr Spaß für Werner mich. kann sich ja unseren Namen nicht melde mich merken. dann Ganz wieder am bei dir. Schluss, Ciao. so als wenn man alle Quests geschafft hat oder die Story-Quests, die da jetzt noch sind, durch hat und dann erinnert er sich an deinen Namen. Und das ist dann die größte Ehre für dich. So, Mega-Fassbombe und Dämonenpulver. Guti. Zack, Level up gekriegt. 39. Werner wurde als Jagdassistent freigeschaltet. Jo. Schön für dich. Ah ja, da ist er ja gleich. Komm. Genau richtig. Fabius kam gerade zurück. Und nicht durch Zufall, habe ich das Gefühl. Ja, weiter? Professor Fabius ist hier? Dann hat er vielleicht etwas über diese Rasereiprobe herausgefunden. Das scheint mir wahrscheinlich. Aber wir wissen auch noch nichts Näheres. Ja. Versammeln wir alle. Brecher sammeln. Versammlungen sind gut, da muss ich danach meistens nicht sofort eine Quest machen. Da hab ich nämlich keinen Bock Entschuldigt drauf. meine späte Rückkehr. Offenbar hattet ihr alle Hände voll zu tun, während ich weg war. Lasst mich zuerst berichten. Konntet ihr etwas über die Meine Probe Freundin aus dem redet gerade mit den herausfinden? Katzen und sie antworten. Ja, es besteht Und ich kein meine nicht die Zweifel. Palikos. Die Nersilla trug eine reine Variante des Rasereivirus in sich. Da dies einer meiner Forschungsschwerpunkte ist, habe ich vor, diese Untersuchung selbst zu unterstützen. Junge, deine Nase ist irgendwie, hat die da so So ein schlimm paar... ist es also. Dann lasst mich unsere Erkenntnisse vortragen. Ja, mach mal. Wobei ihr es wohl besser selbst sehen solltet. Wenn ihr mir bitte folgen würdet. Och nö, nicht folgen. Das muss man bestimmt irgendwo hin, wo es Natürlich. doof ist oder so. Keine Ja. Ahnung. Oder ist ein Monster oder so. Oder? Ah. Also dient dies als eine Art Energieversorgungsnetz, ausgehend von der Drachenfackel. Ja. Und wie ihr auf dem Weg gesehen habt, kommt es nach wie vor zu diesen Energiespitzen. Ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat, aber der ganze Osten wird von anhaltenden Extremwetterereignissen geplagt. Dann vermutest du einen Zusammenhang zwischen diesen Anomalien und der Drachenfackel. Sie stößt Unmengen Energie aus, genau wie hier. Genau wie überall sonst. Das erklärt das Wetter. Das heißt doch nicht... Hat der Soshia eventuell für die Balance dieses ganzen Systems gesorgt? Entspann dich, das auf keinen Fall. Was wir jetzt sehen, ist eindeutig eine Reaktion. Worauf? Tja. Wächst Erik gerade ein kleiner Das Schnurrbart? sind Hat das so eine ausgesehen, Menge als würde er endlich mal Mysterien. Haare über der Lippe kriegen oder was? Aber unsere Aufgabe hier bleibt unverändert. Gut. Ich beginne die Suche nach dem Gore Magala. Ihr macht weiter wie bisher, aber haltet euch bereit. Ah. Intensiver werdende Energieeruption gepaart mit Wetteranomalien. Und jetzt auch noch ein Gore Magala? Gore Magala? Ganz schön kompliziert, aber der Professor vertraut auf uns, also leisten wir unseren Beitrag. Ja. Ja. Klappern wir erstmal die Basislager ab. Sehen, wo wir stehen. Gute Idee. Du entscheidest, wo es hingeht. Okay, ich muss jetzt also einfach in den Basislagern ein bisschen rumfragen, ein bisschen Blabla machen. Ja, das kriege ich hin. Okay. Gibt es Basislager in der Ebene, Wald und Becken? Das kriege ich hin, sag ich mal so. Ja, sorry, also... sorry. Ich weiß selbst, dass so wie ich die Monsternamen ausspreche, dass das auch nicht irgendwie einem gewissen System folgt. Ich meine, da hätte man zum Beispiel Lakiakrus, der heißt halt so. Man könnte auch sagen Lakiakras, keine Ahnung, oder Ceadeus heißt Ciedeus, keine Ahnung. Dann hätten wir Rompopolo,
im Spiel wieder Rompopolo ausgesprochen. Aber komm, Gormagala, der wurde schon immer Gormagala ausgesprochen und nicht Goré Malaga. Très bien. Goré Magala. Sollte italienisch sein, ist dann französisch geworden. Tut mir leid. Goré Magala. Sorry. Da kriege ich ja Asthmaanfall vor lauter Lachen hier. Goré Magala. Weißt du, wie sie ihn Gormagala in Europa nennen? Sie nennen ihn nicht Gormagala. Nein, Mann, die haben das metrische System. Die wissen noch nicht mehr, was ein Gormagala ist. Ja, wen nennen sie ihn dann? Sie nennen ihn Gore Magala. Ah, Le Gore Magala. Sorry. Keine Ahnung, was gerade los ist, aber Gore Magala hat mir jetzt den Rest gegeben. Habe ich schon erwähnt, dass Malaga meine Lieblingseissorte ist? Ist doch Malaga, das mit Rum und Rosinen. Oh. Der Eismann, der kommt aus dem Nachbardorf mit so einem Bimmelauto. Und hey, wenn der kommt. Ja, ich hole mir immer Malaga. Am Anfang ist so, was, so rumprobiert, so, ja. Und dann irgendwann, ja geil, die hat Malaga. Da sind Rosinen drin, ja geil. Meine Freundin hasst Rosinen. Das ist deshalb ganz praktisch, weil dann frisst sie mir es nicht weg. Wohingegen ich ihr es schon wegfress, weil ich esse alles. Außer... Nö, ich esse alles. Und dann mache ich mir noch Rosinen drauf und ein paar Blätter. Keine Ahnung, wieso Blätter, ist mir gerade so eingefallen. So, ja, wir gehen jetzt mal irgendwo hin. Zum Beispiel ins Ölquellbecken. Wir gucken mal, was der Gore Magala so macht. Ob er beim Rompopolo ist oder so, keine Ahnung. Was kommt als nächstes? Atian? Ratalos? Ja, ich bin gespannt. War zu erwarten, dass das Wetter hier nicht normaler ist als woanders. Maki hat offenbar nach uns gesucht. Reden wir mit ihr. Okay, Maki, Okay. pass auf. Maki, hier, Nordwesten. Nordosten, sorry. Da, Ich bin der Obermaki-Finder, sozusagen. Hey, Hallo da Maki. seid ihr ja. Guten Tag. Ich wollte mit euch über ein Monster reden. Die schwarze Flamme. Nuudra oder so? Da reden, okay, jetzt können wir ja drüber reden. Also, das Feuergebiet, sehe ich das richtig, dass das im Osten ist? Maki steht auf der Karte vom Feuergebiet, was eh schon im Osten ist, nordöstlich von dem Mittelpunkt. Und das Hauptmonster in dem östlichen Dingens heißt natürlich Nuudra. Das ist ja genial. Komm, sag mir, dass die sich ja nichts dabei gedacht haben. In Japan, die können doch alle Deutsch. Alle Japaner, zack, können alle Deutsch. Fragst du mal nach dem Heideröslein, die können die das auswendig singen. Kann doch nicht mal ich. Die wissen genau hier, ja, das ist eine Stadt im Osten, Monster im Osten, Nuudra. So, wollte ich nur mal erwähnt haben. Habe ich jetzt auch noch alle gegen mich. Ja, macht nix. Doch, macht schon was. Muss nicht sein. Späßle gemacht. Meine Freundin hat ein Shirt, als sie in Dresden war, hat sie ein hellgrünes Shirt und da steht vorne Nü steht drauf, finde ich super. Also, ja. Die findet es auch super, weil es auch hellgrün ist. So. Das Ding. Es lauert direkt vor dem Dorf. Ich wette, es will den Ewigherd. Man sieht es nicht, aber er läuft langsam heiß. Solange die Feuerschwemme anhält, kommt er nicht zum Abkühlen. Ja, und es ist nicht nur der Ewigherd. Das ganze Becken ist heiß genug, um einen Riesenaffen zu grillen. Kein Wunder, dass der Nuudra so wütend ist. Noch mehr als letztes Mal. Aber dieses Mal sind wir nicht so blauäugig. Wir stehen das durch.
Alle arbeiten schon fieberhaft daran zu verhindern, dass der Ewigherd noch heißer wird. Was machen sie? Tun sie Bleibt reinpinkeln? nur zu hoffen, dass das auch was bringt. Was willst du damit sagen? Alle 3 Stämme packen mit an. Es gibt keine Flamme, die wir nicht bändigen Es geht nicht um die können. Flamme, ich glaube, es geht ihr ums Monster. Nö. Die Sache von letztens hat hier anscheinend einiges vorangebracht. Es ist schön zu sehen, dass die Stämme jetzt so miteinander kooperieren. Ja, ich bin auch froh. Gemma und die anderen haben uns gelehrt, wie wichtig Zusammenarbeit ist. Ich habe wirklich das Gefühl bekommen, wir könnten uns selbst um das Dorf kümmern. Alle in Azus. Da bin ich sicher. Azus, Alle waren so Licht. leidenschaftlich bei der Sache. Sind wir noch? Seit Beginn der Feuerschwämme haben wir alle schwer geschuftet. Ohne Pause. Aber ich glaube, es gibt Dinge, die nicht mal harte Arbeit richten kann. Die schwarze Flamme frisst das Feuer im Becken und ist noch viel heißer als beim letzten Mal. Dass sie so lange der Wetteranomalie ausgesetzt war, hat garantiert Spuren hinterlassen. Selbst wenn wir den Ewigherd schützen können, mit diesem Monster werden wir nicht fertig. Wenn es niemand aufhält, wird es das ganze Becken und den Ewigherd abfackeln. Und uns mit. Also bitte, helft uns. Ey, Mädel, das hättest du jetzt nicht extra, also Klar, keine Sorge. hätten wir sowieso gemacht. Einwände. Aber ihr helfe ich noch lieber, weil du Keine. so lieb gefragt hast. So. Angesichts der kritischen Lage autorisiert dich die Gilde, den Nu-Udra zu jagen. Du meinst, Nu-Udra. Verstanden. So, dankeschön. Aber nicht jetzt sofort, oder? Hellkäfer reagieren. Er ist ganz in der Nähe des Dorfes. Beeilung! Am Arsch die Räuber, sag ich euch. Ich mach das jetzt nicht. Ich fahre noch ein bisschen rum. Ich komme hier nicht raus. Du da? Ich will jetzt keine Ultra machen. Ich wollte nur ein bisschen Story haben. Ich werde jetzt garantiert kein... Jetzt will keiner mit mir reden? Na, das kannst du mal gleich knicken, Mädel. Das heißt, aber ins Zelt komme ich schon noch, oder? Weil Nu-Udra ist ein Feuermonster. Da werde ich wohl mit Wasser dran müssen. Dann... Ja, komm, dann machen wir das halt noch. Dass es Ruhe gibt, weißt du? So, Fallgruben werden wir nicht brauchen. Alles andere hau ich mir wieder rein. Und dieses Mal rufe ich mal ein paar Leute. Wird bestimmt lustig. Kaltgetränk natürlich, ganz klar. Ultra, was hat er noch gemacht? Gift oder so? Ich weiß gar nicht mehr. Honig habe ich noch genug, sorry. Das war es, glaube ich, soweit, ja. Dann müssen wir noch die Waffen ändern. Und zwar hätte ich gerne Wasser. Ja. So. Kann ich die Balahara-Lanze nicht aufpowern? So, wie sieht es denn mit unserem Leben aus? Also ab 35 Minuten. Moment. Boah, geil. Meine Lähmlanze hat jetzt weiße Schärfe. Cool. Missionsinfo. Ich will eigentlich die Mission nicht neu versuchen. Okay. Ich will eigentlich die Mission gar nicht machen. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber naja. Nu-Udra. Da ist er. Schwaches Gebrüll und Feuerpest. Oh ja, ich muss mir ein bisschen Feuerabwehr reinslotten, glaube ich. Wasser. Lähmung nicht so viel. Dafür Gift. Habe ich nicht so viel. Aber wir gucken nochmal dieses Wasser ganz genau an. Na, so viel Wasser ist das aber auch nicht, ne? Besser als wie nix.
Ja, komm. Passt so. Nü Ultra. Ich komm da nicht drüber weg. So ist es halt. Pass auf. Dann machen wir das einfach so. Und dann, wenn es soweit ist, rufe ich hier mit Notrufleuchtzeichen Leute herbei. Und das so nah an Azus. Was denn? Er darf dem Dorf nicht noch näher kommen. Ah. Okay, Ja, der ist hier wirklich ist recht nah. Luftweg. So, komm her. Ja. So. Ich habe meine Feuerwehr noch nicht hochgemacht. Ja. Mal sehen, was du drauf hast. Oh ja, stimmt. Stimmt, da war ja was. So. Und ziehen und zack. Dem habe ich schon mal gegeben. So, ihr Leute, kommt mal herbei. Ah, das sind schon da. Alter, hab ich hier ordentlich weiße Schärfe. Guckt euch das an, das ist ja Wahnsinn. Der Gunner da drüben, der hört gar nicht mehr auf, ey. Er hat seinen Spaß, glaube ich. Ach, wir sind nur zu zweit, sehe ich gerade, oder? Ja, ganz ein Schlauer, ne? So, dann gehen wir noch schnell schleifen eine Runde. Oh, haut schon ab. Nimm alles mit, was das Monster zurückgelassen hat. Hat Monster was zurückgelassen? Was denn? Ah ja, da, guck. Schwere Explosionskapsel, okay. So.
Da ist ein Rathalos. Macht der hier? Ah, nicht gut. Nicht gut. Ich hab nichts zum Schießen. Bartkapsel vielleicht, ja? Dauerle. Ja, nicht gut. Ist der Rosso? Ist der echt? Falle. Aua. Eieieiei. Ja, hallo? Monster? Hundi? Hundi, gib Stoff. So. Hundi will keinen Stoff geben. So, ich guck mal ein bisschen. Herstellungsliste. Ich will mal ein bisschen Zeug herstellen. So. Ja, ist schön für euch, aber leider keine Zeit. Was sind wir denn hier? So, der Gunner ist jetzt ganz alleine. Ganz alleine, verstehst du? Ganz alleine. So. Ja, ja, ich bin da. Wir können loslegen. Okay. Es ist definitiv ein Computer. Sonst hätte der Gunner nicht gewartet. Ausgewichen wie ein Profi.
Wolle. Aufs Maul gekriegt, wie ein Profi. Hat er gerade auf mich geschossen, der Gunner? Wir haben neue Vorräte. Ich wollte doch gerade wieder was Dummes machen, ne? Genau gesehen. Oh, jetzt ist wirklich schon Fleisch K.O. Ist gut. Ah. Gut. Was ist eigentlich der Kopf von dem Vieh? Ist das hinten das schwabbelrunde Ding da, wo ich gerade drauf rumhack? Zeig mal, was du kannst. Oder eher das da zwischen den Augen? Zack. Ich geh halt runter. Das geht nicht. Ich komme nicht runter. Ich habe vergessen, wie man... Ah, anderer Knopf. Aha. Kaputski gemacht. Okay, der war relativ leicht. Gute Arbeit. Dank dir wurde das Dorf vor Schaden bewahrt. Melden wir uns zurück. Also, Rosso und seine Katze heißt Sohle. Und Rosso ist zufällig auch noch rot. Sohle ist Wasser oder so, oder? Was heißt denn O Sole Mio? Ja, O heißt O, Mio heißt ich, meins. Und Sole? Keine Ahnung. Ich hoffe, das würde ich Italienisch können, Spanisch, keine Ahnung. Was ist denn Venedig? Was reden wir da in Italien, oder? Also ich sag dir, ja komm, magst ein Computer sein, aber ist mir egal, kriegst trotzdem ein guter Beruf. Weil ich jedem einen guten Beruf gebe. Weil ich nämlich ein netter Kerl bin. Hui. So. Lecker. Also, das war ja schon in Sunbreak so, dass die Computermitspieler, die waren verdammt gut. Man hat ja immer so, ja, wenn du mit Bots spielst, die sind doof. Die waren schon wirklich verdammt gut. Haben wir mal den Ultra kaputt gemacht. So. Ah, Mann, noch ein bisschen hätte gefehlt, dann hätte ich noch ein Level abgekriegt. So, schade, ich wollte mir doch den Hintergrund angucken, weil ich weiß, dass ich definitiv den letzten Stoß gemacht habe. Es hat nämlich gerade so schön gemacht. Diese schönen Peitschenhiebe, die meine Lanze machen. So. Ein Glück, euch geht's gut. Vielen Dank, dass ihr das Becken gerettet habt. Und uns natürlich. Ja, Nein, ich mache jetzt keinen dummen Spruch. ihr habt Aber mich das war dazu schon... gebracht, über die Bedeutung von Zusammenhalt Den zu hätte man schon direkt verwandeln müssen, diesen Wortspiel-Elfmeter, den sie da mir gerade vorgelegt hat. Das Schmieden unsere Spezialität sind Monster die eure. Wir hätten euch eher um Hilfe bitten sollen. Das ist eine weitere Lektion, die Maki uns gelehrt hat. Was hat die für lustige Handschuhe an? Diese riesen Du könntest mir ja als Pom-Pom-Handschuhe. Ausgleich Keine Ahnung, wie man das Techniken nennt. zeigen. Immer nur Grundlagen sind langweilig. Ja, die Grundlagen sind wichtig. Man reicht dir den kleinen Finger und... meinetwegen. Ich werde dir und Rokul später was zeigen. Trotzdem, noch ist die Feuerschwemme nicht vorüber. Wir werden dieses Dorf beschützen, auf unsere Art. Also ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn das Dorf jetzt immer so bleibt. Gut. Schön zu wissen, Also so mit dass Feuer Alsus in und so, sicheren ne? Händen ist. Weil ich finde das schöner, bedeutet, wir wenden wie uns wenn wieder das Feuer halt diesen aus ist. Wetteranomalien zu. Passt aufeinander auf.
Ja. Vorräte nicht vergessen. Vorräte nicht vergessen. Ist ja gut. Ich hab ja... Diesmal, jetzt bin ich nicht so doof. Und, ja, geh weg. Und geh sofort die anderen Dinger da anlabern. Hier in der Windebene und im Kaminwald. Was ist denn in der Windebene der Oberschmatz? Ja, der Oberendboss. Was im Kaminwald war es ja... Dingensbummens. Was ist denn hier los? Moment. In der Frostspitze ist ein Chindahat erschienen. Also die können da jetzt auch einfach so erscheinen. Also das steht halt dann da. Interessant, wusste ich nicht. Das ist, oh, da steht auch, dass gerade ein Nerscylla da ist. Ey, das ist ja mal cool. Ich habe mir das noch nie so ganz angeguckt, ne? Dass hier überall steht, was gerade für Monster da sind. So. Trainingsbereich ist nix. Kolossaler Bernstein. Oh yeah. Ja, dann lassen wir den Bernstein mal Bernd sein. Was ein Wortspiel. Was für ein Zauberer. Für heute soll es das gewesen sein. Morgen, ihr Leute, könnt es nochmal zeigen, nehmen wir uns das Schwabbelvieh vor aus dem Kaminwald. Und was auch immer hier ist. Ich tippe auf Raydau, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Weiß ich nicht. Wir können ja schon mal hinfliegen und mal gucken. Schwabbelvieh. Wasser, da brauche ich Donner. Dann würde ich zuerst das, wenn es denn geht, Raydau machen. Wir fahren mal ins Basislager, fahren wir mal zumindest. Oder fliegen, rennen, reiten, keine Ahnung, mit dem Hundi halt. Und ja, ich weiß, dass das kein Hundi ist. Aber für mich ist es ein Hundi. Ui, was geht denn hier ab? Ist dieses Gebiet auch immer noch von Wetteranomalien betroffen? Ja, es scheint so, ne? Hier, Gemma. Aber jetzt redest du schon noch mit mir, oder? Ja, genau. Oh, das wollte ich doch vorhin schon machen. Einen besonderen Wunsch? Ja. Gravius könnte ich mal noch machen, damit ich mal eine Explosionswaffe habe. Wie hieß das Ding? Udra. Udra. Fehle 2 Stachel, das ist schlecht. Und da fehlt noch deutlich mehr. Aber das macht ordentlich Feueraua. Feueraua ist gut. Udra Likör. Wieso haben sie denn Likör nicht übersetzt? Ölmukus. Ich habe Ölmukus gelesen, so wie Ölmöhü oder so. Okay. Wir gucken mal, was es an Verbesserungen gibt. Nix derzeit. Schon fertig? Ja. Ich komme gleich wieder. Ich muss nur noch schnell gucken, was der Raydau so für Problemchen hat. Mit Eis hat er Problemchen, aber nicht wirklich viel. Ein bisschen. Mit Lähmung auch nicht wirklich viel, aber Lähmwaffe ist Gott. Lähmwaffe ist Gott. Damit das klar ist. So, hier muss man noch ein bisschen so rumgucken. So, dass das Pünktchen weggeht. Genauso wie hier. Aha. Denn ich mag keine Pünktchen. Weil nämlich auch, wenn ich dann als ausschalte und irgendwo sind noch so Ausrufezeichen oder so, die mache ich dann natürlich immer weg. Also ich lese mir das schon durch. So ist es ja nicht. Wie Missionsinfo. Bin ich schon wieder drauf reingefallen, ja? Nee. Da, ich muss erst mit ihr reden, siehste? Ja, das mache ich jetzt aber natürlich nicht. So, sondern ich bereite mich dieses Mal richtig vor und werde mir zum Beispiel Donnerabwehr reinmachen. Wie sieht denn eigentlich gerade... Feuerabwehr war -4. Naja. Raydau war Eis. Eine Eiswaffe ist nicht so mega gut.
Ja, aber ich will hier... Irgendwo habe ich doch Eisdingens drin. Eisabwehr. Das würde ich rausmachen und würde stattdessen Donnerwiderstand reinmachen. Jetzt ist mein Donner bei -2. Das ist in Ordnung. Und dann was Gescheites gefuttert. Und dann ist die Sache gut. Ja, das Wasserding braucht man eigentlich nicht. Also so gar nicht. Dann würde ich lieber wieder den Chrombohrer nehmen. Was habe ich eigentlich hier drin? Hallo? Also. Ein Lähmjuwel 2 und noch ein Lähmjuwel. Lähmungsangriff auf 3. Oh, geil. Geil. Hocherotisch, sag ich euch. Immer ist als Jagdassistenz verfügbar. Aber wie mache ich das, dass ich dann die kriege? Okay. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Zeichnen wir mal eine Ausrüstung. Also, wie gesagt, Donner -2, das ist in Ordnung soweit. Was habe ich denn für feine Sachen? Handwerk, Block hoch. Oh, ich habe die falsche Waffe ausgewählt, wollte ich gerade. Mal her. So ist das fein. Also, nochmal. Das ist jetzt alles für morgen. Lähmungsangriff. Favoriten bearbeiten, Widgets bearbeiten, Reiter ändern. Nee, das ist schon in Ordnung. Ich würde halt... So, Lähmungsangriff. Lähmungsansammlung 20% plus und Zusatzbonus nochmal 50. Junge, hau ich rein, sag ich euch. 302. Ist ja Wahnsinn. Ich sehe gerade, das ist ja ein Dreier. Ja, nee, ich brauch gar nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Dreier-Slot. Da könnte man, oder ein Dreier, also ein Zweier, zwei Zweier-Slots, Mann, hab ich's jetzt. Da könnte man ja 2 Zweier-Lähmangriff reinmachen. Ja, aber bringt ja gar nichts. Der eine bringt halt Lähmangriff 2 und der andere bringt 1. Es gibt nur Stufe 3. Ist ja in Ordnung jetzt. So, genug gepalavert hier. Ich werde jetzt hier beenden. Ich werde auch wieder schön winken. Ja, guck, da winke ich euch mit der Schweinsnase. Ja, es soll ein Monster oder ein Hundenase sein. Sieht trotzdem irgendwie ein bisschen nach Schweinsnase aus. So, das soll es für heute gewesen sein. Morgen früh, wenn jemand will, ein übernatürliches Wesen, ob er daran glaubt oder nicht, dann werden wir alle aufwachen und dann werde ich morgen früh ein bisschen weiter zocken. Oder auch nicht. Die Chancen sind so 50-50, denn ich habe nämlich morgen früh Arbeit und morgen Mittag was zu tun und morgen Abend bin ich unterwegs. Und am Wochenende habe ich noch nicht mal einen PC, weil ich nämlich wohin fahre. Und dann habe ich noch nicht mal einen PC. Ich armer Junge, muss ich arbeiten am Wochenende. Ganz böse. Ja, macht aber nichts. Könnt ihr euch ja mal meine alten Sachen angucken. Tschüss. Sollen wir wieder hier schön ausfaden? Ich bin übrigens noch da. Ich muss nämlich Knöpfchen drücken. Habe ich noch gar nicht gemacht.